Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Klötzchen da draußen. Hallöchen, wir sind wieder Momentum. Juhu! Und heute Abend, so wie ich es gesehen habe, ich glaube, volle Besetzung. Heute sind mal wirklich alle da. Joho. So, da sind meine Untertitel, die ich wegklicken kann. Gut, super. Okay, ja, was steht heute an? Also, ihr seht ja, ich war schon wieder fleißig. Ich habe da hinten schon wieder was gebaut und die anderen waren auch fleißig und viele werden fleißig sein heute. Ich hoffe es. Weil wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu lösen. Also, wie gesagt, es stehen ja eigentlich noch 2 Aufgaben an, die uns Frei sicherlich bald mitteilen wird. Und dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir hier ein bisschen aus dem Puschen kommen mit Häuser bauen. Also ich werde wahrscheinlich unter der Woche mal privat ein bisschen offstream was weiterbauen. Also nicht, dass ihr euch wundert. Und jetzt schauen wir doch mal, wer alles schon da ist. Wartet mal. Lieber bei dir am Donnerstag oder Freitag? Guten Klappt's denn jetzt wenigstens? Guten Abend. Hallo Padma, hallo Wir- Nonstop und hallo Stino. Wo ist Hallo Gucci? Bubu und hallo Bubu-Chat. Gucci, Ja, Gucci. und hallo Stine in meinem Live-Chat. Guten Abend, liebe Gladdy. Guten Wie Tag. gesagt, wir treffen uns am Brunnen. Ich hatte das vergessen, in den Discord reinzuschreiben. Sorry. Kann ich ja noch mal weil ich schnell wurde machen. vorhin angerufen und man hat es wahrscheinlich gehört. Ich hatte mein Handy auf laut. Ah, okay. Du wurdest ja auch am Donnerstag oder Freitag angerufen. Du hast ja auch Ja, gesagt, das stimmt. Ja. soll ich da jetzt rangehen? Hey. Hab beide gemacht. Nein! Hallo, Und hallo Gucci. Chase! Na? Schön bist du Stine? da. Geht's dir besser heute? Lass uns mal in die andere Kirche kurz hüpfen. Ja, okay. Nicht im Michel, ich muss mich gerade orientieren, nicht im Michel, sondern in der anderen Kirche, die Bubu gebaut hat. Da muss ich dir was zeigen. Ja, du musst dir mal angucken, was mit der Orgel passiert ist. Wir haben Hat sie Organisten. schon gesehen? Ja, Ja, die rennen hier alle schon wieder weg. Hi Gucci! Hallo Kleiner. Und danke für die guten Tipps, die mir dir neulich Gladys, wo gegeben hast. Mit dem steckst Kopieren du? und Gladys, wir sind am wegen den Videos. Brunnen. Und da kommt die Ah, Niki okay. angerannt. Hallo, Niki. Okay. Hallo, Wenn es dir hallo. hilft. Na, alles gut? Oh, du siehst Ja, heute heute so ähnlich blumig so. aus. Bist du auf Frühling gebürstet? Hallo Niki! Achso. Niki, bist du auf Diät? Die hat den Salat in der Hand, Nee. meinst du? Ja, sie hat schon den Salat in Hallo, den Händen. Ja, Gladys. sie sieht Na, irgendwie hier ist ja schlank was und los. hallo Gladdy! Hier Hi. ist ja was. Na, alles fit und munter? Ich Hey, bin ja sag, wir gespannt, waren ja wer noch noch nie kommt. da. Ja, normalerweise, wie gesagt, sollen heute Abend 9. Komm, Eieieiei. endlich mal wieder mach. fast das gesamte Team hier. Ah, das ist ja sehr gut, das ist ja sehr gut. Jo. Sind die anderen da Gibt's hinten? noch einen gemeinsamen Rundgang? Ja, klar. Ja, klar. Sehr gut. Aber einige waren ja eine Zeit lang nicht hier. Die müssen ja und wissen, was wir Bubu? gemacht haben. Nonstop noch was- will immer Rundgänge machen, damit er nicht bauen muss. Nee, Yay. ich war fleißig. Nein, und Nonstop übrigens, war Nein. gestern wirklich übrigens- fleißig. Guten Abend, Und lieber übrigens- Matze. Okay. Gucci, Ich bin mein ja noch nicht Areal, raus. was bin ich alleine vom- baue, ich muss einen ist das Notfall größte von allen. Also das Zusammenhängende, sagen wir mal so. Und Gladdy, Wenn man das aber liebe alles Grüße von zusammenrechnet, Moni. hast du das Größte hier gebaut. Schöne Grüße Hallo zurück. Alexandra. Ja, sie wird es hören. Ihr seid alle im Jetzt höre Fernseher. Ich sage noch nix. besser und dich auch. Ja, alles gut. Okay. Das ist, weil wir näher sind. Hast du schon den Baldrian-Tee bereitgestellt? 200 runtergedreht Ah, okay. und jetzt fast 200 hoch. Ich Das habe war auch aber nichts doch gesagt. etwas anstrengend, ja. Aber alles Da, wo gut ich heute. mich hochgedreht Alles habe, hast gut. du gerade was gesagt. Von Ach so, daher passt okay, das. okay. Gut. So, wo sind denn die anderen alle? Keine Ahnung. Alle Und hinten eben, bei der meins ist Kirche. das größte Areal, was ich alleine baue. Wenn man das Zusammenhängende alles, Areal. pass auf, wenn man das alles zusammennimmt, ja, was er Nee, gebaut ich meine hat. das zusammenhängende Areal. Zusammenhängende, genau, weil wenn du nämlich alle Areale zusammenpacken würdest, die Gucci alleine gebaut hat, der hat hier fast alles alleine gebaut.
Ja, das ist was anderes. Es Ja. sind mehrere Gebäude, aber ich meine, was alles zu einem Gebäude gehört. Ja, das ist Ja, schon das gehört Wahnsinn. alles zu einem Gebäude, Ja. was ich baue. Nee, 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 Monster nee, nee. hat braune Augen. Nee, Doch. Naja, der hat immer seinen Schal um. Also, Ja, das er ist hat kein Schal, Klo- das ist ein Tuch. Aber und hinter seiner Brille, wenn du guckst, hat er braune Augen. stimmt, wenn man so von der Er Seite hat einen reinguckt. Mundschutz, er hat Nimm mal. Herpes. Ah, sieht Sky er kommt braune gleich. Augen. Sky ist gleich da. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also Padma und Stine sind auch da. Die sind gerade bei meiner Kirche, bei der Kathedrale. So, Bubu, hier ist der Beweis, dass mein Areal da wahrscheinlich das größte sein wird. Ich habe ins Bild gerade bei Momentum Renaissance reingetan. Ja, und jetzt? Darf ich ihn hauen? Kannst du ihm bitte einen Preis dafür überreichen, dass er das Größte, Beste, Schönste bitte Ja. tust? Preis. Jetzt. Nee, Ja, und vor so allem schön auch hätte wirklich. wegen, Für Stück den Holz. Holzkopf Hey, das hallo, Holz. ich will doch das Noch Holz eine nicht. Plakette kannst du er haben. bekommt auch einen Preis über wegen dem Jammern und wegen den Fragen. Er kriegt das Diplom von Mimimi. So. Ich dachte, Immer auf das die ist ein kleinen Dinge. Nonstop. So. Ich dachte, das ist eine Gemeinschaft. Hallo Blueblade. Bubu, Weiß schon. ein Jammerdiplom Nonstop, du hast ein Loch in bekommt der er. Hose, Ja. du musst das mal Ein ganz flicken. Und ein großes. Fra- Wo habe ich ein Loch in der Hose? Nach hinten. Am Ah, das Hintern. meinst du Was? Der nur? hat ein Loch in der Hose? Stimmt. Nee, 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 Doch das meint da ihr der nur. helle Fleck da. Ja, der hat Hat ein er Loch in der Loch Hose. in der Hose. Der hat sich irgendwo Das wird was- hingesetzt das und wird- aufgerissen. Das wird wahrscheinlich sein, was hier ein bisschen schmutzig ist. Dann solltest du sie mal waschen. Nee, nee, Bubu die klopft muss so raus. sein. Hey Bubu, hast du meine Kirche schon gesehen, die ich gebaut habe? Nein, ich bin noch nicht so gekommen. Ich habe da vorne nämlich schon angefangen, meine Siedlung zu bauen, die wir später dann überall so ein Stückchenweise um die Kirche einfügen können. Ja, Aber mal eine baue andere Ich muss eine das Frage. fertig Hi, sehen. Sky. Oh, Hi, hallo Sky. Welch seltener Gast. Hallöchen. Du Was bist hast so du voll denn auf dem angezogen. Kopf, Wir sind alle Sky? nackig. Ja, ja, wir sind alle nackig. Fast nackig. Sonst gehen die Ja. Mönchskunden nachher kaputt. Voll ausgerüstet. Ja, mit Ja, kann ja sein, Krone. dass wir sie angreifen. Die geht wahrscheinlich voll in den Krieg. Die geht in den Krieg. So, jetzt Ich, geht nur noch, glaube ich, Niki, der Gruß Professor. von Chase. Ich frag mal nicht, was Niki da gerade gemacht hat. Hahaha. Hä? Ah, Wahrscheinlich wegen dem Loch in der Hose. Kommt ihr Hat er wieder ein alles- Problem, der kleine Hallo, Schweizer Wolfen? hier? Nee, gar nicht. Noch dichter kann ich nicht, Bubu. ah, Vor allem Aha, schöne geht das blaue schon Augen, Bubu. wieder los. Kuscheln. Okay, am besten setzt ihr Gruppe euch alle hier kuscheln, mal ja. hin. Hier alle mal hinsetzen. Ja, dann habe ich euch alle vor mir. Auf die Stufe Alle da deine Schäfchen. setzen, die Treppe da setzen. Auf die Stufe. Ach so Ja, will sie das. setzt euch Es mal hat auf die Bänke Treppe. beim Brunnen. Frau Lehrerin, ich bin bereit. Darf ich mich melden? Ja, ich habe schon gesagt, alle mal so auf die Treppen setzen. Niki, Mach dir mir ein Wolle in den Blick. Niki? Hallo, Stinchen. Hallo. Also ich andere nehme Seite. mal an, der Professor kommt mit einiger Verspätung, aber das ist nicht weiter Ja. problematisch. Hallo Ja, Gucci. sind wir ja schon Geil. gewöhnt. Hey. Gruß von Napo. Niki, das muss sein. Falls es nicht anders geht, kann er einfach mit dem Loch Sachen machen. Ich frage jetzt nicht, welche Sachen das So, sind. Will meine, ich auch nicht wissen. meine Übrigens, lieben Leute, Plätze. Ruhe jetzt! Psst, Autsch. leise. Aua. So, Danke, Padma. Also folgendes, was wir heute zuerst machen werden, ist mal, da ja einige ja ein bisschen, ich sag mal, momentan nicht ganz so jedes Wochenende da sind und unter der Woche wahrscheinlich auch nicht so die Zeit hatten, würde ich sagen, wir gucken uns erstmal an, was hier so bisher entstanden ist und schauen mal, wer wo was wie Hilfe braucht und was noch auf jeden Fall an großen Dingen geendet wird. Weil die großen Gebäude, wie gesagt, glaube ich, sind nur noch zwei nicht so ganz fertig.
Die müssen wir verstärkt jetzt mal bauen. Dann, wie gesagt, wenn die fertig sind, wie gesagt, geht es daran, die Lücken hier alle zu füllen mit kleinen Häuschen. Ich habe schon mal so ein paar Musterbeispiele wieder vorgebaut. Und Gucci wird mir dann helfen, diese dann quasi um die Kirche und in die Lücken zu verteilen. Und dann müssen wir halt nur die Blöcke ein bisschen variieren. Also ein bisschen die Deko variieren, damit das ja ein bisschen anders aussieht. Und also so die Umrisse vielleicht noch ein bisschen umarbeiten. Aber zumindest stehen dann schon fertige Häuser da, die man einfach nur umarbeitet. Das spart uns dann ein bisschen Arbeit. Mhm. Weil nämlich, sobald die beiden großen Gebäude, ich glaube, das ist Guys Schule und Nonstop seine Abteil, die wirklich großen Dinge jetzt, die noch anstehen. Das andere ist ja eher so Kleinkram. Bei Ecki ist noch das eine Gebäude, aber der teilt sich das ein, da weiß ich auch, die wird fertig. Ja, ist nämlich die nächste Aufgabe, zumindest die wichtigsten Häuser für alle Berufsgruppen unserer netten Bewohner, die hier einziehen sollen, natürlich einzurichten. Jo. Und die letzte Aufgabe, die weiß ich auch schon. Wir müssen Leute hier, ich sag mal, Stine, du hast das vorhin doch so schön formuliert. Die Leute, die Die wir aus bekommen den... hier ein super tolles Jobangebot mit Unterkunft. Genau. So, Ja. also Und so werden aus den spezielle. Dörfern entführt. Nein. Spezielle Bewohner, genau. Mhm. Also Darf wie man ein jetzt Goldschmied offiziell zum schon Beispiel. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier den Handel in Gang kriegen. Also das heißt, alle, die dann Schiffe zum Beispiel bauen können, die sollten dann hier ein paar Schiffchen und Schaluppen und weiß ich was hier mal so in die Gewässer Ich setzen. baue ein Also U-Boot. da hat aber, wie gesagt, was vorne den Hafen angeht, haben Padma und Ecki das letzte Wort, weil die haben da ihre Vorstellung, wie was gemacht werden sollte. Ich denke mal, ihr habt ja auch ein paar Schiffe im Kopf. Zumindest das Ich habe ein eine, Schiff gebaut. das Yay, das ein übernehmen wir. Henry-Schiff. Oh. Oh. Das ist kein Schiff. Das ist kein Schiff. Das ist kein Schiff. Heinrichs Pferd. Ich hätte das ja noch eingesehen, wenn jetzt hier ein Kamel aufgelaufen wäre. Das wäre ein Wüstenschiff, aber das ist kein Schiff. Eindeutig kein Schiff. Jo. Also wie gesagt, Ach, Mann, das ich ist würde jetzt geil. vorschlagen, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen auf den Weg begeben und gucken. Wieso kommen die alle zu mir? Hast du Die Futter in den mögen dich. Taschen? Du so gut für die. Hast du noch Futter in den Taschen? Auf jeden Fall, wie gesagt, sollten wir uns mal Gedanken machen. Ich werde jetzt mal ein Schild mitnehmen und dann schreiben wir mal rauf, im Grunde genommen, was wir wo noch machen müssen. Also was euch jetzt noch einfällt. Wie gesagt, die Community darf übrigens auch immer noch Vorschläge machen. Also es wurde zwar noch ein Vorschlag gemacht, aber das wäre die 3. Kirche. Oder vielmehr die 4. Bei Gucci habe ich mitgekriegt, hat jetzt auch noch eine gebaut. So langsam haben wir mehr Kirchen als was anderes hier. Aber wenn euch jetzt noch irgendwo was einfällt, was unbedingt hier hin soll, also auch liebe Community, könnt ihr das mal alle in den Chat posten. Das werde ich dann mit in die Liste aufnehmen. Also wie gesagt, wir haben ja momentan halt alles. Rathaus, wir haben, ich glaube, 3 Kirchen, wir haben ein Schloss, wir haben eine Abtei, wir haben etliche Wohnhäuser, wir haben Gasthof und einen Feuerwache, wir haben Ratskeller. 3 Feuerwachen. Schulen. Also, wenn noch irgendwelche Dinge fehlen. Also, wir haben ja die Buchdruckerei, da muss ich noch Skeletto anschreiben, weil Skeletto wird deine Buchdruckerei dann einrichten, liebe Stine. Das ist nicht meine. Also die von Die steht ja in Gutenberg. Mainz und ich wohne nicht in Mainz. Nein, ja, Mainz ist der Michel.
Ja, Ich habe ja, die nur gebaut. also Ich habe die nur gebaut. die von Gutenberg, wie gesagt, die wird noch gemacht. Dann braucht Leonardo da Vinci immer noch ein Haus. Wir brauchen ein Haus des verrückten Erfinders. Der hat Lust. Nicht so viel auf Der hat einmal. da oben sein Haus. Was, der hat da oben... Ich Fesselballon. war mal im Haus von Leonardo da Vinci. Ja, Echt? Zu Padma gucken, meldet ja, sich. Padma ist es. wie sieht das denn aus? das war Hannes. in einem kleinen italienischen Dorf. Ich muss noch mal nachgucken, wie das hieß. Das wäre cool. Vielleicht kannst du uns ja davon, wenn du Also ein paar nein, in Bilder Vinci findest war oder das. so. Ja, also das ist natürlich Leonardo da Vinci, Leonardo von Vinci, also dieses, Ja, genau. Weil ich ich nehme guck mal, ob ich nämlich da noch an, was dass von der so, finde. er eigentlich doch irgendwo nicht so pompös gewohnt hat und außerhalb im Grunde genommen, ne? Eher Werkstatt, der hat, glaube ich, so viel. Ich kann mir das so richtig vorstellen, so wie. Ja, ich meine, ich habe ja auch so ein Werkstatt-Tiny zu Hause. Ich glaube, das sieht ähnlich aus wie bei mir zu Hause. In der Werkstatt. Und Hallöchen, SK. Also wie gesagt, wenn euch hier noch irgendwelche Dinge einfallen, die aus der Renaissance, aus dem Barock oder weiß ich was kommen, könnt ihr das ruhig mal mitteilen. Ich habe jetzt erstmal abgesehen davon, hier noch eine Burg oder was hinzustellen, weil ich mir denke, wir haben jetzt noch so viel mit diesem ganzen Kleinkram und Tüdelzeug hier zu tun, dass wir uns das vorbehalten sollten für, als wir doch noch ein bisschen Zeit brauchen. Weil, wie gesagt, eine Sache, was ja die damalige Zeit ja ausmacht, wird ja von Ecki gebaut. Ich will da jetzt gar nicht so viel verraten, weil das soll eine Überraschung sein für unsere Leute hier, also für die Community. Ich bin ja nur kurz mal über den Grundriss geflogen, aber viele können damit nichts anfangen. Ja. Hast du ein bisschen zu viel Müll in deinen Taschen? Wie kannst du jetzt schon in dieser Zeit die Umwelt so verschmutzen? Nee. Materialien. Nur Bio. So, also, Alles Bio. was auf jeden Fall fehlt. Da kommt der Ecki. Das Oh, trifft Ecki sich ganz kommt. gut, dass der Ecki kommt. Ich zück nämlich hier gerade mal meine Schriftrolle. So, also, was auf jeden Fall diese Stadt noch braucht, ist ein adäquates Feuerwachensystem. Feuerwache. Ein was? Also sowas, Gesundheit. wo gelöscht werden Ja, wo es kann. nass wird, genau, wo es nass und feucht wird. Genau, das brauchen wir zum Beispiel. Wache. Es sind 3 Wachhäuser schon gemacht. Okay. Quer verteilt über die Stadt. Also, dass die nicht so weite Jo. Wege haben. Gut. Jo, Wie viel musst du da noch ungefähr machen, weißt du das? ja, im Prinzip sind sie jetzt eigentlich gut positioniert. Okay. Jeder hat einen Brunnen ohne Wasser. Mhm. Also, wie gesagt, wundert euch auch nicht. Momentan hat Gucci hier das Wasser und alles ausgemacht, weil die FPS hier an der Stelle immer dermaßen in den Keller reingegangen sind. Das war nicht mehr zu verantworten. Aber das werden wir später dann wieder einfügen. Also wenn wir hier fertig sind, zum und Finale auch kommt die dann auch die Lagerfeuer habe ich Wasserspiele. gelöscht. Ja, wie gesagt, kommen dann auch die Wasserspiele hier wieder hin. So, das, was wir noch brauchen, wie gesagt, sind ein paar Schiffe, kleine und große. Also die großen, weiß ich, die hat Padma in petto. Ne? Ich schreibe mir das mal auf. So, Padma plus Ecki plus Illo, ne? War das. Illo wollte ja auch ein paar bauen. So. Ich sehe mich doppelt. Gladys, du reagierst gerade wie mein Hund, wenn er Scheiße gebaut hat.
Was? Du guckst weg. Hier steht ein Boot und du guckst weg als Einzige. Weil ich Hallo, Herr Sky Professor. zuhöre. So, Leonardo da Guten Vinci. Morgen. Hört man mich nicht? So. Doch, klar. Hi, Ecki. Ich höre dich. So, dann brauchen wir noch, Ah. hatte ich gesagt, Gutenberg. Hä? Druckerei innen. Da muss ich Skeletto fragen, der bastelt uns da was Witziges hin. So, was ist jetzt noch wichtig? Ja, Ändern wir jetzt schon die Gebäude? wir ändern Weil nicht. du gesagt hast, nee, weil du sagtest Druckerei innen. Nein, das ist nur, Das weil ist- Skeletto das macht. Das ist so wie, Düdüm. Die Druckerei, also Ach so. pass auf, die Druckerei ist ja von außen fertig gebaut. Und Professor, diese Druckanlage, da brauche ich den Skeletto für, weil da habe ich eine besondere Idee, okay. die er umsetzen muss. Ja. okay. So, hat man versucht rauszukriegen, wie Leonardos Haus ausgesehen hat? Oder müssen Das wir mal... weiß ich schon. Okay, das weißt du schon. Auf jeden Sieht Fall sehr muss das... unspektakulär und langweilig aus. Also ich Aber wir machen das. Sky hat würde einen mal gemacht. sagen, dass für Leonardos das Haus passt ja hier nicht in die Stadt. Du hast ja gesagt, der wohnt Nein, ja eher Das ist, draußen. das war in der Toskana, quasi in einem Vorort einer kleinen Stadt. Dann würde Das ist sich- also wirklich Hecke. Irgendwo auf einem Hügel wäre optimal. Oder das kleine Dorf, was da hinten ist, neben der Abtei. Da ist doch so ein kleines Dorf, relativ nah. Ja. Jetzt will ich es Neben mal- der Abtei. Nicht das beim Hafen, oder? Nee. Okay, dann gucke ich mal. Hast du nasse Füße? Dann gucke ich da mal, okay? Ich fast nicht. Gut. So, was brauchen wir denn noch? Hallo Fabian. Eine Bibliothek. Haben wir eine Bibliothek bereits? Hallo? Jo, haben wir. Gut, deine Haben Füße wir. werden nass. Wir haben eine Bibliothek. Halt. Bin hier dauernd auf dem falschen Knopf halt. Eine Bibliothek haben wir auch schon. Wir haben ein Krankenhaus. Wir haben, was gibt es noch alles so in der Stadt? Also wie gesagt, wir haben mittlerweile 3 Kirchen, die reichen, an großen Gebäuden. Wir haben die Münze, die muss auch noch eingerichtet werden. Also zumindest überlegt werden, was da reinkommt. Gladys, ich habe einen Vorschlag. Möchtest du die Münzprägeanstalt auch von Skeletto bauen lassen? Ich will dich ja jetzt nicht nochmal korrigieren, aber da war die Kunstsammlung drin. Die Kunst. Du sagst immer Münze. Das ist die Also, dann in der neueren Zeit ist daraus die Münze geworden. okay. Davor war es ja diese Kunstsammlung und unten der Marstall. Okay. Das heißt, Also oben unten Pferdebilder, kommen die- unten die echten. Unten kommen die Pferdeställe rein. Okay. Dazwischen waren tatsächlich im ersten Stock waren tatsächlich die Stallburschen und diejenigen, die sich um die Kunstsammlung gekümmert haben. Und oben war eins der europäischen größten Museen oder Kunstsammlungen, die dann dort entstanden okay. sind. Okay. Ja, genau. Münze. Und von dem obersten Stockwerk habe ich einen Grundriss und ich würde halt dann irgendwie, keine Ahnung, mir was einfallen lassen, was man da ausstellen kann. An Kunstsammlung. Okay. Ja, da wird uns was einfallen. Da gibt's noch. Haben wir schon eine Bäckerei? Dina? Was macht Haben wir schon eine möchtest du? Bäckerei? Leckerei. Eine Leckerei. Eine Bäckerei. Ich würde sagen, die würde dann ganz gut in das Viertel mit reinpassen, oder? Ich denke mal, das machen wir so, was wir vorhin besprochen hatten mit den kleinen Häuschen. Weißt du, mit den Handwerkern und so. Ich glaube, da passt das am besten rein. Ja, genau, das denke ich auch. Um die Kirche rum Ich halt, quatsch die ne? ganze Zeit und mein Mikrofon war gemutet. Ich bin Oh. Same procedure as every Sonntag. La 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 la. Okay, was fällt uns noch ein? Also eine Bäckerei, wie gesagt, die kommt da vorne in das, was wir euch gleich zeigen werden. So.
Ich würde mal sagen, wir werden am besten mal eine Runde rumfliegen und mal schauen, was hier alles jetzt so entstanden ist und dann mal ein bisschen beratschlagen, was jetzt noch hin muss. Genau, die ganzen Und übrigens, Keime. ich hätte dann noch eine Gruppe eröffnet, damit wir alle uns hören können. Wir brauchen auch nur zusammenbleiben. Wieso läuft da jetzt? Ja, jetzt können wir uns sehr gut sehen. Ja, was, Warte mal. Ja, was ist hier los? was? Ich bin weg. Alle sind unsichtbar. Ich habe ein Schild. Nee. Jetzt laufen da Grasblöcke durch die Gegend. Ja, also die Köpfe quasi. Oh nein. Aber Strohballen nehmen. Was geht schon Ja, wieder stimmt. los hier? Bubu? Ja, Kurze Frage zu, du hattest ja gesagt, zu dem Haus von Da Vinci, war jetzt die Überlegung, da an dieses Dorf ranzugehen. Jetzt war meine Überlegung, ich bin da gerade von der Abtei losgeflogen. ja. Neben der Abtei ist doch so eine Insel. Ja, genau. Wie wäre es, wenn ich das oben auf dem Hügel baue, quasi als Insel, weil dann könnte man diese Insel nämlich auch optisch ein wenig italienisch darstellen. Genau. Ich habe sowieso überlegt, dass wir ruhig, jetzt wo wir die deutschen und Schweizer Sachen ja relativ fertig haben, also bis auf Abtei und die Schule, dass wir auch ruhig venezianische Dinge hier einbringen können. Weil es ging ja erstmal darum, wie gesagt, uns ja so ein bisschen Genau. vorzustellen. Aber wie gesagt, die Renaissance in Deutschland bestand ja unter anderem auch aus venezianischen Ja. Einflüssen. Und um so ein bisschen das Mediterran, ich meine, das Gras bekomme ich ja farblich nicht so savannenmäßig hin, Nee. aber zumindest könnte man ja dann entsprechende Akazien pflanzen. Ne? Genau, zum Beispiel. Okay. Alles klar. Und dann können wir auch wieder schöne Olivenbäumchen, also man kann ja auch so einen Genau. exotischen botanischen Garten hier reinsetzen irgendwo und das kriegen. Wieso fliegt hier ein Gut, Hut gut. durch die Gegend? Dann hüpfe ich da mal hin. Tschüss. Wollen wir nicht erstmal angucken? Ach, die bist ja sowieso immer da. Also Was, die wo? immer da sind, die können ruhig schon mal an ihre Okay. Werkstätten gehen. Das wechselt dich so ein bisschen ab zum Hafen. Ja, dadurch, weil das Haus jetzt nicht großartig kompliziert ist, Ja. wird das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Weil dann haben wir nämlich Okay. schon ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, wie Leonardo Gut. da Vinci und so, was er da alles reinkriegt. Denkt dran, Genau. genügend Platz muss rein. Ja, Das eventuell. Problem ist, das Problem war ist, das? das ist nur ein relativ kleines Haus. Also das wird nicht prunkvoll. Das Geburtshaus ist im Prinzip fast wie eine kleine Karte. Also nicht groß. Ich würde es ein bisschen größer fertig machen, aber wenn du dir das anguckst, ich kann dir mal ein Bild schicken. Mhm. Das ist sehr, sehr einfach gehalten. Okay, schau mal. Warte mal. Weil das ist nämlich wichtig, dass wir nämlich gucken, weil Ich muss mal gerade gucken, dass ich ein den schönes- seine Erfindung da, notfalls müssen wir dem irgendwie so, weiß ich, sowas können- wie so ein überdachtes Das Proble- Scheunending oder so. Das Problem ist, dass Leonardo da eher weniger gebaut hat, sondern die Sachen mehr konstruiert hat. Das heißt, du findest Ja. da unheimlich viel Papier und Ja, Zeichnungen, genau. aber weniger. Und hat dann eher, also da könnte gebaut. man Man möchte auf einen der Schluck Insel die Milch. Deko quasi verteilen. Nö, sag ich geht schon mal. so. Danke. Da könnte man die Deko dann verteilen. Das heißt zum Beispiel Genau. die Flugmaschine und so draußen halt. Dein Milcheimer läuft gerade weg. Okay. Na gut, dann mal. Aber ich, Was ist denn das? was? Frage ich mich auch gerade. Was ist. Hä? Okay, eine Niki und was ist am anderen Ende? Etwas, was keine Milch trinken kann, zum Reiten. Aha, aha. Halt doch noch Okay, jemand eine gut. Milch. Okay, also alle, die regelmäßig da sind und was zu tun haben und die eigentlich wissen, wie es hier überall aussieht, die gehen jetzt an ihre Arbeit und mit dem restlichen fliege ich mal ein bisschen herum und dann gucken wir mal, weil ich habe so das Gefühl, dass wir uns ein bisschen überlegen müssen, wie wir Nonstop unterstützen und wie wir auch Sky unterstützen können. Aber ja,
Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Kann man da nicht mit World Edit irgendwas machen? Ja, habe Dass hab da ich auch große Flächen überlegt. ausgefüllt werden? Ja, habe ich auch Gugu, überlegt. trink mal eine Milch. Bei Trink mal eine Sky Milch, wäre das Gugu. vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das machen würden. Ich habe ein volles Inventar. So, jetzt. Eine fliegende Niki. So, dann schauen wir uns das am besten mal an und dann ratschlagen Kannst du wir. auch reiten? So, Nonstop ich ist würde nonstop am mal Ärgern. sagen, wir fangen an mit hinten bei Gucci, weil der hatte relativ viel neu dazu gebaut. Und dann machen wir quasi so Richtung Abtei, bis wir dann bei Sky ankommen. Ja, du gehst voraus, wir gehen hinterher. Ja, okay. Ich weiß nicht, was Gucci da noch gebaut hat. Er meinte irgendwas von der Kirche. Aber wie gesagt, Ich noch habe eine noch Kirche? übrigens doch in einem schlimmsten Fall noch eine Gruppe gemacht, falls wir uns ein bisschen trennen sollten. ja, tun wir momentan nicht. So, also Ah. hier zum Beispiel haben wir so einen Platz. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier einen relativ großen Marktplatz hinbauen. Das werden wir noch hinkriegen. Das ist aber eher so Fleißarbeit mal unter der Woche, wer Bock hat, 1, 2 Stände da immer hinzusetzen oder so. Sowas geht ja relativ schnell. Das ist nicht so aufwendig, weil die Marktstände früher waren nicht so aufwendig. Die meisten Waren lagen wirklich Tatsache auf dem Boden. So, dann fliegen wir mal weiter. Also das Schloss, das kennt ihr ja alle noch. Das, was neu zugekommen ist hier. Und zwar haben wir überlegt, wie kriegen wir diese blöde Wand hier weg. Und dann hat Gucci die wunderschöne Idee gehabt, hier einfach so Art, ja, Handwerker und sowas reinzusetzen. Also, weiß ich, Schmiede, Koch, weiß ich was alles. Da kriegt man halt ein bisschen was zu essen. Oh, cool. Ich finde diese wabbernden... Das sieht doch wie aus, als wenn diese Dinger vollautomatisch sind hier. Bei mir gehen die immer halb weg, halb da. Ja, bei mir auch. Das ist normal für Banner. Banner bewegen sich im Wind, auch wenn hier kein Wind ist. Ja, aber dass sie Okay. komplett verschwinden. So, Hinter auf der jeden Ding. Fall, wie gesagt, finde ich diese Idee gut, weil damit haben wir diese eklige Mauer hier weg. Die hat mich nämlich massivst gestört, weil die Burg, weil das Schloss natürlich weiter oben gelagert ist und dann hätten wir jetzt hier so ein massives Etwas gehabt und ich finde die Idee genial. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist überall im Ort Pferdekarren. In allen Formen. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, die Pferde könnt ihr erstmal weglassen, die fügen wir später erst ein. Sonst haben wir hier zu viele Entitäten, die hier rumwursteln. So, hier ist auch noch ein riesiger Platz. Das ist das, was ich meine. Wir haben ja überall hier, würde ich sagen, kommen auch nochmal Wohnhäuser hin. Da. Wohnhäuser. Ja. Und dann auch so bunt wie die anderen? Nö. Kann man machen, muss man nicht. Also das so überlasse ich wie- euch, wie ihr möchtet. Also es soll wieder wie so ein Viertel werden. Also ich zeige euch nachher mal, wie ich das jetzt vorne angefangen habe, damit ihr so ein bisschen kapiert, was ich meine. Weil das Viertel finde ich hier, wie gesagt, sehr schön. Das hat aber relativ, wie gesagt, eine breite Straße und keine Gassen dazwischen. Ja. Und ich würde mir wünschen, immer so, weiß ich, 3, 4 Häuser zusammen und dann immer so Gassen dazwischen. So richtig schön verwinkelt, wenn ihr das hinkriegt. Also ich gebe mir Mühe, da schon mal so vormäßig zu machen. Dann haben wir ja hier so diese Luxusgebäude, so ein bisschen für die Schönheit. Hier würde ich vorschlagen, würde ich auch noch mal so eine Art Parkanlage hinsetzen. Vielleicht könnten wir hier irgendeine Statue hinbauen. Traut sich einer, eine Statue hinzubauen? Irgendwie so. Partner. Genau, Ja, nicht alles wie gesagt, so. Jetzt fehlt natürlich so das, was ich machen kann. Wir lassen die Plätze hier mal so frei rechts und links. Warte mal, hier könnten wir. Ja. Ich mache jetzt erstmal hier. Ich schreibe jetzt erstmal Statue hin. Und zwar habe ich vor,
Suera hatte nämlich mal gesagt, also momentan streammäßig schafft sie es nicht. Aber was gut sein kann, ist, wenn ich sie frage, ob sie vielleicht unter der Woche oder so mal Zeit hat, ob sie uns hier 2 Statuen hat. Die hat relativ viel auf ihrem privaten Server nämlich gebaut. Und vielleicht hat sie da etwas, was sie hier einfügen kann. Was hier hinpasst. Das wäre nicht schlecht. Oder? Was? Ich war eben da hinten auf dem Friedhof. Ich hab sagte dich nicht gerade, gehört. Suera, die hat ja momentan am Wochenende nicht so die Zeit. Und Ach unter so, der mhm. Woche, also abends und so. Ich könnte sie aber mal fragen, ob sie für uns 2 Statuen hat oder eine Statue hat, wo sie wieder ein Duplikat anfertigen kann, die hier reinpassen, weil die hat so viele auf ihrem Server nämlich zu stehen. Und vielleicht ist ja irgendwas dabei, was hier hinpasst. Zum Krankenhaus. Ja, Zum Verwilderten. ja. Zugewachsenen. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass das so zugewachsen ist. So, dann haben wir ja unsere allererste Fabrik. Das, was auf jeden Fall noch fehlt, ist eine Kohlemine. Kohlemine, weil das ist ja hier sowas Ähnliches wie so Metallverarbeitung, so eine kleine Manufaktur halt, so für Eisen, Gold, ja, Eisen und sowas. Ja, eine Kohlemine ist doch aber eher ein Berg, ne? Am Berg haben wir doch hier jetzt, glaube ich, eher weniger. Ah, die treiben sich schon wieder woanders rum. Wo sind die denn schon wieder alle? Echt heute. Ah. Über uns. Ach, da oben. Welche? Ich kann euch nicht hören, wenn ihr da oben seid. So, auf jeden Fall, wie Ich gesagt. denke mal nicht, dass das hier eine Mine ist, sondern eher Nein, der das ist die verarbeitende Betrieb. Manufaktur, genau. Und wir brauchen dafür noch die Mine. Im Grunde genommen eine Kohlemine irgendwo mit vielleicht irgendwie so eine Art. Ja, ich muss mal gucken, hinter dem Gebäude, da liegt der Friedhof. Ja, man müsste irgendwie. Ah, da fehlt so ein bisschen die Infrastruktur, die Ja, das darum habe ich braucht. ja empfohlen, in die Gruppe zu gehen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, hätten wir hier noch einen Weg, wo wir eine Art Infrastruktur herstellen können. Aber wir brauchen irgendwo noch ein Stück, wo eine Kohlemine hinpasst. Also da müssten wir Gucci fragen, ob er uns hier noch ein bisschen Land dran macht oder so. Ja, wie wäre es, wenn wir die Kohlemine hier im Berg machen, hier ein Stückchen weiter Ja, weg? hinten. Ja, zum Beispiel. Und dann kann man ja eine Brücke rüber machen mit so, von mir aus auch mit Loren und ich weiß gar nicht, Loren und Schienen gab es doch zu der Zeit auch schon. Die haben das Zeug ja da irgendwie rauskriegen müssen. Aber ich glaube, das waren Pferdewagen, ne? Auf Schienen irgendwie. Da musst du mich nicht fragen, ich habe keine Ahnung. Oder Aber wie eine gesagt, Mine im gehört Bergwerk nun mal in selber den weiß Berg ich, dass das Kinder waren. Und nicht hier auf Kinderarbeit? Ja. Im Bergwerk haben die Kinder das rausholen müssen. Und draußen wurde das irgendwie. Da müssen wir uns mal sachkundig machen. Auf jeden Fall, okay, dann mache ich hier mal ein Schild hin. Warte mal. Schild. Ich mache auch einen Baum. Ja, das Man sieht kann ja dann auch sogar keiner. keine Schilder platzieren, glaube Warte ich, mal, oder? ich pack's mal hier aufs Eis. Mit dem Pfeil dran. So. Kohlemine mit an. Da, okay. Kohlemine mit Anschluss. Damit wir die Kohle natürlich dann auch da reinkriegen in die Fabrik. Logischerweise. Genau. Er baut ja jetzt einen Grasspfeil. Achso. Jo. So geht auch. Okay. Gut, dann fliegen wir mal weiter. Dann kommen wir jetzt im Grunde genommen zu der wunderschönen, auch hier noch freiliegenden. Hier kommen auch überall Wohnhäuser noch hin. Da. Okay. Also wenn euch noch irgendwas Großes einfällt oder so, kann man natürlich da auch noch hinstellen. So. Dann haben wir hier die wunderschöne Abtei. Die ewig währende. Also die Brücke wurde jetzt schon versetzt. Und Nonstop hat schon angefangen, hier so ein bisschen Terraforming zu machen. Padma hat er gestern umquartiert. Die steht jetzt hier.
mit ihrer Banane. Ja, und wie ihr sehen könnt, war er wirklich fleißig. Er hat nämlich schon den Weg gemacht und das Tor und die Mauer. Was Jo. macht das für einen Sinn? So, und jetzt, Was denn? Die Banane und die Padma, was hat das Ich für habe keine Ahnung. da, wartet Da stand eine mal. Banane, ich habe einfach nur Schokolade drüber gegossen. Achso, Da, ich Ich stelle bin mich mal hier nicht hin. verantwortlich, So, keine Ahnung. da. Am besten laufen wir jetzt mal. So, das Problem ist, da müssen wir Gucci Bescheid sagen. Oder ich denke mal, Gucci ist die beste Wahl. Und zwar rechts und links braucht nonstop noch Land. Sonst passen seine Gebäude noch nicht hin, haben wir festgestellt. Land, weil ihm fehlen nämlich dann noch 3 Gebäude auf der Seite. Da ist er schon am Schaffen dran, ne? Eins hat er da schon. Und hier, wie gesagt, seht ihr auch, das ist relativ noch, ja, noch ein Wir Stück wollten weiter. laufen. Genau. Na, also, das wird doch relativ groß werden hier. So, bei ihm ist es so, ja, das Problem mit World Edit. Das Problem ist, dass jedes Gebäude bei ihm anders ist. was hat das mit Das Word heißt, zu tun? jedes Das Haus ja Gebäude das quasi wird per Dass Hand man keins geplant. kopieren kann, Niki. Ja, weil jedes, Sonst hätte man eins bauen können, einflügen und kopieren und, ja, wieder einfügen können. Es geht ja, aber und das nicht, wenn geht alles halt bei ihm nicht. Einzelteile sind. Ja, und das geht halt bei ihm nicht. Das ist das Problem. Das heißt also, ich sag mal so, wenn einer wirklich Langeweile hat oder so, fragt nonstop, ob ihr da irgendwas machen könnt. Das Problem ist nur, dadurch, dass er die alle per Hand plant, das habe ich ihm gestern erklärt, ist das ganz schwierig für jemanden anders, sich damit einzuklinken. Das, was wir nachher alle Wie machen meinst können, du das? ist mit zu dekorieren oder sowas. Da können wir dir helfen. Mhm. Das ist also Aber extrem ein schwierig. Problem gibt es ja noch irgendwie da beim Hauptgebäude, bei der beim Dings da hinten. Weil irgendwie, keine Ahnung. Wenn du es von innen anschaust, wird es wahrscheinlich wissen und erahnen, was ich meine. Innen anschauen. Ja, Dann zeig uns doch. Also, um dich mal zu beruhigen, lieber Nonstop. Da, wo ist er? Nonstop. Wo ist der Hallo? Eingang? Das Ding hat keinen Eingang. Da, wo der Ausgang ist, Dine. Es hat ja auch keinen Ausgang. Jo, Man noch kommt nicht. weder rein noch raus. Genau. Du kannst durch Das sind Fenster die gehen, einmal sozusagen rausnehmen die und rein. eingeschlossenen Mönche. Kein Wunder, Ja, dass die irre dann kriegen die geworden aber auch keinen Nachwuchs. Ne? Deswegen sind die auch ausgestorben, ne? Ja, ja. sind. So, ich wollte nonstop gerade so ein bisschen die Angst nehmen. Wo steckt er denn schon wieder? Hier ist Ah, der Eingang, genau. ist er schon drin hier? Hier steht ein Pferd auf dem Flur. Ein dachte, eine kleines Fliene. Pferd auf dem Flur. Ich würde eher singen, hier steht eine Ah, Fliene hier auf kommt dem man Flur. rein. Okay. Wo hast du das auf einmal so schnell hergekriegt? Das stand hier. Also ich sehe hier kein Problem, weil, wie gesagt, es geht ja erstmal bei ihm hauptsächlich ums Äußere. weit. Da wo der Gottesdienst und so stattfindet, da meine ich. Ja, wo ist denn das? Ja, Das wo, große, lange Gebäude da hinten, das ist für mich das Hauptgebäude. das, was man außenrum nur erreichen kann hier. Hier Genau. lang? Auch keine Tür. Ich vermisse eine Tür. Hä? Hier gibt's keine Türen. Wie kommt man da rein? Ja, das Weiß frage ich ich mich nicht. auch. Hast du schon eine Tür Durch die gefunden? Fenster, wie du es schon machst, Bubu. Wo ist eine Das sieht Tür? aus, als wenn das Hallo? Ding ist krank, das hat die Pocken. Raus hier! Wie kommt man da rein? Wo ist eine Wegen den Tür? Monstern. Außen? Ich Reporte dich zu mir. glaube, außen ist sie. Die hier? Ja, hier. Niki, ich habe die Tür Komm gefunden. schon. Hier Da ist ist die eine Tür. So. Aber pass auf, dass du nicht krank wirst. Hier sind Pocken drin. Ih.
Das Ja, ist nur guck dir die Wände Beleuchtung. mal an. Das ist doch, Grünpocken. Leuchtpocken. Ja, wir Da, machen wo Leuchtpocken, meinst du, dass stellen jetzt hier ein paar das Problem Sonnenlichter Das liegt? auf, hier. dann wird das schon. Hier. Einfach ein Loch. Und ich weiß nicht, wie ich das am besten machen soll. Ganz einfach, Wand reinziehen. Wand reinziehen bis hierhin. Ja, ich sehe das Problem noch nicht. Oh, süß. Hier Eine muss nur Wand Sonnenblume. rein. Das sind 2 Gebäude. hier, Das das sind ist das 2 Problem. Gebäude. Ja, 2 Gebäude, die Ja, also die. sich ein Dach teilen. Ja, ja. Ja, Wand rein. Und dann kannst du im Grunde genommen kannst du auch machen, dass du hier zum Beispiel eine Treppe runtergehen lässt oder sowas. Ah, okay. Also das ist das, was ich meinte, so ein bisschen mit improvisieren. Aber das sind so die Dinge, mit denen du dich jetzt nicht aufhalten solltest. Weil es ist jetzt erstmal wichtig, dass es von außen alles fertig wird. Bei dem Einrichten, wie gesagt, das können wir alle zusammen machen. Das ist nicht das Ding bei solchen großen Sachen. Und hallo Pinguin, hallo Marcella und Codename Pancake. Hallöchen, herzlich willkommen. And welcome. So, okay. Also wie gesagt, kümmere dich erstmal drum. Wie gesagt, bei den Gebäuden ist es schwierig, weil die alle handmade sind, dir da zu helfen. Es ist schwierig. Deswegen, wie gesagt, kümmere dich einfach nur um die Außengebäude innen drin. Da helfen wir dir dann. Dass du die fertig kriegst. Nichts. Weil, wie gesagt, wenn du Mauern oder solche Sachen brauchst, da können wir, da kannst du ja dann auch World Edit nutzen. Das ist ja nicht das Ding. Das hast du ja auch schon raus, glaube ich, wie man es macht. Der Wie mag das keine geht, ne? Blumen. Entschuldigung. Also ich denke mal, Spaß. wie gesagt, bei den Mauern oder so, aber die Gebäude gehen halt nicht. Ich würde dir das gerne erleichtern, aber das geht halt nicht. Hey, ich streame auch. Viel Spaß weiterhin. Keine Eigenwerbung. Ja, Ich hallo wollte eigentlich eine Blume Karina. schmeißen, aber Also wie gesagt, wichtig ist halt, wie gesagt, also mach dir keinen Kopf, mach jetzt erstmal deine Häuser und die Mauern und so, wie gesagt, da kann man dann schon eher mit World Edit oder wir helfen dir bei machen dann. Und vor allen Dingen mit der ganzen Inneneinrichtung oder so, dann musst du nicht alleine machen. Mit der Außendeko, wenn da noch was fehlt oder was. Ja? Gut. Du kannst auch zwischendurch mal nonstop, kleiner Tipp. Tina hat das auch gemacht. Wenn dir mal dein Ich bin unschuldig, eigenes, ich habe nichts gemacht. das eigene Ding auf den Kopf, sagen wir mal, auf den Geist geht. Ja? Das habe ich auch bei der Kathedrale gemacht, ja. Ich musste da auch noch was mal reinsetzen. Du kannst auch gerne mal zwischendurch was anderes bauen. Ja? Also um so ein Also es bisschen. gibt da vielleicht noch da hinten was. Da hinten, wo jetzt gerade Stine steht oder dahin geht, Ja. in diese Ecke kommt ein Friedhof hin. Noch ein Friedhof? Ja, Ja, ein Beim kleiner. Krankenhaus ist ein Friedhof, dann kommt zum Michel einer und hier kommt auch noch einer hin. Ja, ja. Ja, Ja. bisschen die zu Abtei hart. Da hat sind ja ja nur die einen Mönche Eingang. begraben. Ja, okay. Weil der ist hier doch groß da sind hinten in dieser alle Ecke. evangelischen begraben, meine katholischen liegen alle beim Krankenhaus. Ein Feuerwerk zu finden. Die gehen dann mit Prozession in ihr Grab. Also, aber ich glaube, ich gehe jetzt und mache mein Dach weiter und Okay. vielleicht auch die Innengeschichte schon Okay. und so und Ja, ja, Weil du hast okay. ja den ganzen Frickelkram dann noch Coole zu machen. Schürze hast du an, Gladdy. Ja. Ja, was? Coole Schürze hast du an. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Aber Und Dankeschön. wieder dafür barfuß, läuft die guck Straße mal. durch die Gegend. Ja, aber ich bin doch Ja, ja, die ist ein kälteunempfindlich. Hobbit. Hobbits haben keine Schuhe. Genau. Hobbits haben keine Schuhe. Na gut, Hobbit, Nee, mach aber dich da, mal da, an die fehlt, da Arbeit. fehlt das Fell auf den Füßen. Frisch rasiert, Stine. Frisch Und rasiert. frisch Hobbits gewaschen. rasieren sich nicht die Füße, dann werden Und gewaschen. Gewaschen ja, aber nicht Oh, ich kann mir nichts recht machen. Ich Nein. gehe Nein, jetzt. Hobbits Tschüss. haben haarige Füße, das Tschüss. stimmt, genau wie Füchse. Ja, und die Mhm. rasieren die auch nicht. Tschüss. Nee, ich Tschüss. rasiere Ich ja gehe meine jetzt. Pfoten schon auch Hobbit nicht. gewesen. Für die. Servus. Für die. Okay, Grüezi und grüß Gott. What? Okay, also wie gesagt, Wenn du nonstop. Also wenn du mal zwischendurch was anderes machen willst, es gibt genug zu tun, Häuser zu bauen und so. Ja? Ganz was anderes, aber du hast ja hier auch noch deine Häuser. Ah, die armen Hühner.
Laufen ja alle in Panik vorbei. Schweinchen hat er auch schon für die Küche. Und ein Schaf. Äh, So, dann fliegen wir mal rüber zu... Müssen wir mal kurz aufs Dienchen warten. Ein Feuerwerk für Bubu. Abrolot. Und dann baue ich gleich den Friedhof beim Michel. Genau. So, dann fliegen wir mal weiter. So, bei der Druckerei, wie gesagt, ihr seht, das ist hier alles auch noch relativ custom. Das ist, wie gesagt, ein bisschen Terraform oder so. Wie gesagt, je nachdem, wenn man so zwischendurch mal was anderes machen will, weil man sein eigenes nicht mehr sehen kann. Wie gesagt, man kann hier dann so ein bisschen Terraform auffüllen oder was der Geier. Das geht. Das Innere, wie gesagt, das baut Skeletto. Den hatte ich nämlich schon mal angefragt. Er hat nur gesagt, er muss wissen, wann es fertig ist. So, jetzt Habe ich kommen ihm wir schon zu Bescheid dem gesagt. großen Objekt hier, zu der Schule. So, bei der ist es ja eigentlich so, Sky, normalerweise sind das ja zwischendurch immer Wiederholungen. Also würde es dir helfen, wenn ja einer zwischendurch mit Word Edit dich unterstützt? Oder würde das erst Sinn machen, wenn irgendwelche Dächer oder was gebaut werden müssen? Ich weiß es nicht. Also hier mit World Edit zu arbeiten, ist halt jetzt in dem Stadium wahrscheinlich nur bei den Zwischenstufen, ne, also Oder bei den Böden Etagen, zum bei Beispiel den gelegt werden Boden müssen. sinnvoll, aber bei den Außenseiten ist das so frickelig und so eine Okay. Kleinarbeit, das bringt gar nichts. Das heißt also, dir würde es Aber mehr kann man da helfen, wenn nicht zumindest zwischendurch ein dir einer Layer, Böden macht oder so. Die Ja, Zwischenböden zum Beispiel. einsetzt oder sowas halt. Das Genau. wäre okay, Sky, gut. kann man da nicht ein Layer mit Ziegelsteinen, zumindest, dass du die Wand hochgezogen kriegst und dann von draußen die Verzierung per Hand dran setzen? Nee, weil ich fliege auch jetzt immer noch von Seite zu Seite, weil die Vorderseite hier, die sieht halt nicht genauso aus wie die Ja. Rückseite, weil an der Rückseite gibt es ja keine Türen. Das heißt, ich muss mir da dann auch immer noch was überlegen. Das ist total bekloppt. Ja, was ja nicht das Schlechteste, weil da geht's ja ins Wasser. Ja. Da ist ja dann, kommt Ja, ja aber ist hier das denn nicht zum die Beispiel hier diese Hafenkaimmauer. Wand, dass die einfach nur gerade hochgezogen sein muss? Ja, das Problem sind die unterschiedlichen Höhen bei ihr. Die hat so viel unterschiedliche Höhen, deswegen haben wir da Also bis ich jetzt habe immer so bestimmt jetzt schon 3 abgezogen. oder 4 Mal wirklich die Sachen teilweise komplett abgerissen, weil das hat, wie gesagt, Bubu hat ja schon gesagt, es hat unterschiedliche Höhen und das ist echt Mhm. ein Problem. Also halten wir mal fest, dir würde Wer es hat sich dann das denn helfen, mit Word ausgedacht? Edit die Böden reinzusetzen und wenn, weiß ich, 2 Leute, 2, 3 Leute dir beim Dach später helfen. Ja. Weil das muss ja auch händisch gedeckt werden, Niki das ist ja versteckt das sich schon Problem. hinter Bubu auf Stines Frage hin. Wer hat sich das denn Ich bin mal weg. Ja. Also wie gesagt, ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee, dass du dich jetzt erstmal um die komplette Außenwand da kümmerst. Ich denke mal, Ja. Niki hilft dir. Macht ihr jetzt zusammen? wenn sie möchte, aber ich weiß nicht, ob du möchtest. Warte mal, du Muss bist mal auch so gucken. leise. Wieso seid ihr alle so leise heute? Ich hab was in den Ohren. Ich hab Hallo, andere Uwe. Leute leiser gemacht, die sonst so laut sind. So. Vielleicht liegt's daran. Ja, nee, ich hab jetzt alle mal ein bisschen lauter gemacht. Nee, das ist noch vom letzten Mal, weil das. In der Gruppe ist das immer viel lauter. Wenn wir jetzt alle so einzeln sind, dann, wie gesagt, da ist mancher dann doch leiser. Gut, okay. Also ich hatte das nicht ganz verstanden. Würdest du Sky helfen? Weil ich glaube, die Schulen hattet ihr eh zusammen ausgesucht. Dass du da eher eine Na, ich würde Vorstellung ihr hast. schon helfen. Sie muss mir halt nur sagen, was ich machen soll. Gut. Ja, genau. Ich Ich denke würde mal, dann ihr jetzt seid nochmal ja sowieso weitermachen. immer teammäßig eigentlich ganz gut. Kommunikativ. Dass ihr beide das Genau. versucht, soweit wie es geht, fertig zu Nochmal die kriegen. Frage, ich habe dich vorhin richtig verstanden, dass die Inneneinrichtung auch schon gebaut werden kann. Du kannst Oder habe sie ich das bauen, falsch? wenn du jetzt wirklich prinzipiell gar nichts, auf gar nichts anderes Bock hast oder so, kannst du das natürlich machen. Weil, wie gesagt, zum Beispiel bei euren Schulen, wie gesagt, ist es ja so,
dass wir dann natürlich auch ein bisschen Leben reinbringen wollen, ne? Also es wird dann Direktor Ja. geben und Schüler und sowas alles. Ne? Also so ein bisschen. Also macht euch mal so ein bisschen Gedanken, also Niki, wenn du sagst, okay, momentan einrichten und so, macht dir mal so ein bisschen Gedanken, welche Gebäude belebt werden können. Denk einfach mal so an die gängigen Dinge jetzt erstmal von den Villagern oder was eine Stadt ausmacht. Dann kannst du dich austoben. Hier sind genügend Gebäude, die noch nichts Ja, drin war haben. jetzt nur, falls Sky vielleicht gerade mal nichts zu tun hat und ich Ja. dann rumstehe, dass ich dann Ja, weiß, oder was wenn ich ihr dann machen einfach könnte. prinzipiell mal was anderes machen wollt oder so. Weil, wie Mhm. gesagt, ich versuche jetzt erstmal so ein Muster für Häuser zu machen, also in unterschiedlichen Größen, Anordnungen, weiß ich was, die man dann immer so in die Lücken reinsetzen kann. Die wir dann halt einfach nur ein bisschen ummodeln. Die mache ich dann ganz schlicht und einfach und dann kann man die so ein bisschen umbauen. Aber wie gesagt, die Schule, die ist sehr aufwendig. Also das ist genauso ein Ei im Grunde wie die Abtei hinten. Ja. Ja. Also wie gesagt, Ich beim mach das Dach auch und mal bei den weiter. Böden kriegst du Hilfe. Die Böden machen wir dir dann mit Word Edit rein und dann bei den Dächern helfen wir dann mit beim Decken, weil das kannst du nicht mit Word Edit machen, weil die Dächer alle verschieden hoch Ja, sind. Das genau. funktioniert nicht, sonst connecten die nicht richtig. Ja. Na? Okay, dann mache ich auch mal weiter. Jo, okay. Alles klar. Gut. Okay. Ich habe Wo eine ist denn die Gruppe. Stine abgeblieben hier? Okay, dann schauen wir uns jetzt noch den Hafen an. Ja. Also hier entsteht ja der Hafen mit, die Werft ist hier schon fertig. Schaut mal, hier gibt es eine Schiffswerft. Und überall kleine Schilder. Ah, Schiffswerft. Hier ist schon fertig. Da hinten, wie gesagt, da modelt dann der Ecki rum. Da verrate ich aber noch nicht, was das wird. Dann hat Padma hier schon die ersten großen Lagerhäuser fertig. Ja, das ist eigentlich so das, was bis jetzt hier alles so entstanden ist. Und in meiner Kathedrale, also für alle, die gestern nicht da waren, also wie gesagt, die Padma hatte mir da ja äh, 2 Statuen reingebaut und gestern war die Rio zu Besuch, also vormittags, wir hatten ein bisschen Langeweile. Und dann habe ich der Rio erzählt, ja, dass ich da oben halt, so, hier sind die Statuen, hier muss noch ein Altar dann rein und Beichtstuhl haben wir auch noch nicht. Und dann habe ich zu Rio gesagt, ich möchte oben eine Orgel rein haben, im Grunde genommen, die man von unten sieht. Und wie ihr sehen könnt, die sieht man von unten. Ja, und hallo Einerfels. Und wenn ihr richtig hinguckt, haben wir einen speziellen Orgelspielen, einen Organisten und das ist der gute Leo. Also ich kann's, das Problem ist, wenn ich auf den Kopf gucke, ihr versteht, wenn ich das so, jetzt seht das, Leo. Ja, muss so sein, der Kuschelfreund, unser Organist für diese wunderschöne Orgel. Und wie gesagt, bei Stino muss dann halt die schlichtere Version rein, weil sie hat halt die protestantische Kirche. Also hier ist die katholische, die wird noch pompöser. Aber momentan habe ich gesagt, habe ich ein bisschen die Nase voll von Kirchenbauen. Also es ist immer wichtig, deswegen sage ich das auch meinem Team immer. Geht dann einfach mal an eine andere Ecke und baut dann einfach mal woanders was weiter. Und dann habe ich mir überlegt, hier unten am Hafenbecken zum Beispiel, da sah das noch so leer aus und hier fehlen ja immer noch so diese kleinen Handwerksviertel, die kleinen Wohnviertel, also wo man mal ein bisschen kleinere Häuser wieder hat, die dann natürlich nicht die Kirche dann erdrücken. Also es muss immer schon so ein bisschen perspektivisch sein. Also die sollten nicht höher sein als zum Beispiel das Kirchenschiff hinten. Ne? Also wenn ihr jetzt an Hamburg denkt, an die Michel, da sind die Häuser ja auch nicht größer als die Kirche. Also macht ja nicht so wirklich Sinn. Naja, und dieser pompöse Mensch hier mit seinem Gewürzhandel. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade dabei, halt diese Siedlung hier zu bauen. Einfach mal so ganz schlicht, einfach. Mir einfach so Plattformen gemacht, weil hier zum Wasser hin stehen die natürlich ein bisschen erhöht. Dann habe ich das gleich so ein bisschen ausgenutzt. Dann natürlich die Gassen nicht vergessen, die dazwischen gehören. Und
wie gesagt, so kriegt man halt die Ecken voll. Das nächste kann man dann zum Beispiel, kann man dann hier so hinsetzen, die stehen dann hier oben. Und da müssen wir halt mal gucken. Aber erst ist wichtig, halt diese Häuser zu bauen, damit wir wissen, wie wir das dann terraformen, dass das natürlich dann nicht so erdrückt halt. Ne? So, okay. Also ich habe hier schon mal so eine Varianten aufgebaut und jetzt bin ich eigentlich dabei, die nächsten Varianten dahin zu setzen. Einfach mal so alle möglichen Holzsorten und ja, warum nicht? So, dann können wir ja mal was machen, was ich mit. Oh, was nehmen wir jetzt? Na, rosa müssen wir nicht unbedingt nehmen. Wir können zum Beispiel mal beigehen und etwas. Warte mal, ich guck mal, wie die sich ausmachen. Ich habe mal da so ein Streifenmuster. Mal schauen. Ja, doch, das passt. Den machen wir jetzt mal einfach. Halt, da muss man sehr genau aufpassen, dass man die richtig rumstellt. So, okay. Und das heißt, ich mache jetzt einfach die ganz schlichten Fassaden hier und die kann man dann hinterher, so wie ich es hier gemacht habe, so anfangen dann zu verzieren. Also hier habe ich es auch schon gemacht. Ganz einfach verziert, so mit kleinen Balkonkästen. Einfach Gestänge rangesetzt. Und dann kann man hinterher dann noch Knöpfe ransetzen und solche Sachen. Dann kann man sich überlegen, packe ich da Glas rein, mache ich da, weiß ich doch, eher Zäune rein und ja, und dann die Dächer halt immer so ein bisschen unterschiedlich gedeckt. Also das ist relativ gerade, dann so, ne, also mit diesem Kupferdüngs dran. Hier haben wir Kupfer, das so ein bisschen, ja, bisschen, ich sag mal ein bisschen strukturell. Hier ist noch nicht so viel, da habe ich dann nur die Balken reingezogen. Hier dasselbe. So ein bisschen überlegt, wie kriegt man eigentlich baugleiche Dinge so ein bisschen anders hin. Und ist eigentlich dasselbe Prinzip, was wir ja vorne auch hatten. Also wenn ihr euch entsinnt an die Gasse hier, das sind auch alles baugleiche Häuser, die halt alle unterschiedlich sind. Ich fliege mal hier so an der Seite lang. Also ihr seht verschiedene Größen. Na, und dann kann man überall dann halt so ein bisschen mit den Farben variieren, mit den, wie gesagt, die Deko anders machen und dadurch entstehen halt diese wunderschönen Häuser. Ja, also das sind ja eher so die Häuser von den Reichen. Also ihr könnt dann auch mal, wenn sie Totenköpfe ransetzen, warum nicht? Ja? Oder die verrücktesten Plätze hier nehmen. Wichtig ist, wie gesagt, ja, dass man eigentlich, ja, sich nur über die Form Gedanken macht. Guckt, hier ist es auch so. Sie hat hier 3 eigentlich relativ baugleiche, also nach demselben Prinzip gebaut. Und die Deko, was sie außen und drumherum ansetzt, das ist das, was diese Gebäude alle so unterschiedlich macht. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis bei diesen Gebäuden hier. Und hier habe ich, wie gesagt, relativ kleine erstmal gewählt. Und damit halt diese Kirche im Vordergrund bleibt. So, jetzt haben wir das Problem, wir müssen in die Richtung. Das heißt, ich baue jetzt quasi erstmal die Wand und dann mache ich die Löcher rein dann, ne? Weil sonst passiert nämlich dieses. Seht ihr das? Das wollen wir nicht. Ich will jetzt erstmal so streifenmäßig hier alles drin haben. Ja? Dann machen wir hinterher die Fenster und alles rein und Türen und machen uns dann Gedanken darüber, wo was ist. Ja? Und wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. So, das heißt, hier kommt dann die nächste Reihe, die können wir halt 2 hoch mal machen, also dass die alle so unterschiedlich werden. Dann kann man sich überlegen, okay, dann macht man, weiß ich, die noch ein bisschen höher. Gehen wir mal 3 hoch und dann setzt man hier noch was dran. So, das ist dann schon ein bisschen höher. Heißt so ein bisschen Varianz drin. Jetzt muss ich gucken, dass wir das hier natürlich auch noch so hinkriegen. Ja, nicht vergessen, da kommt ja auch ein Dach drauf. Halt, da. Man kann natürlich auch beigehen, zum Beispiel, was man auch machen kann.
ähm, in dieser Optik mal bauen. Das können wir auch dann mal machen. Es sieht auch interessant aus. Jetzt machen wir erstmal Streifenmuster. So, das ist die Höhe. Und dann müssen wir uns halt nur Gedanken darüber machen, wo geht die Tür rein. Also ich würde sagen, die geht hier vorne rein. So, und dann hat natürlich jedes Haus seine eigenen Wände, ist auch klar, ne? Also nicht vergessen, die reinzuziehen, sonst habt ihr später ein Problem mit den Dächern. Weil jedes Haus auch sein eigenes Dach hier in dem Falle hat. Und wer ein fleißiger Gucker ist, der weiß, dass ich ein ähnliches Bausystem schon mal in Pompeji damals angewendet habe. Da habe ich ja auch diese ganzen Siedlungen gebaut. Das heißt zusammenhängende Häuser. Und die haben Tatsache sich ein Dach alle geteilt. Also das war dann ähnliches Prinzip, aber wie gesagt mit Teilen der Wände und Dächer. Und jetzt machen wir das so, dass jedes Haus halt eigene Wände und eigene Dächer hat. Das heißt, ihr könnt die eigentlich hier alle rausschneiden und woanders hinsetzen. Alles eigenständige Häuschen. So. Und ich bin echt langsam wirklich gespannt, wenn das hier so langsam sich immer mehr füllt, wie das dann hier so aussieht. Also zum Beispiel solche Sachen könnte man jetzt mit World Edit machen, ne? Also das würde gehen. Da würde ich jetzt sagen, okay, wir ziehen jetzt einfach die Wand hoch. Ich bin allerdings kein World Editor. Muss ich dazu sagen. Das ist so, also mir macht es nichts aus, zum Beispiel stundenlang solche Wände zu ziehen. Ich habe da kein Problem mit. Oder zu Terraform. Und dann gibt es eben die, die sagen, okay, ich kann World Edit und mach das dann und nutze das dann auch. Oder mach's dann für andere halt. Ja, aber wie gesagt, ich habe damit kein Problem. So weiß ich, wo jeder Stein sitzt. Und das würde ich halt in dem Moment dann nicht mehr ganz so wissen. Halt Edit nutzen. Okay, so. So habe ich dann noch so ein bisschen mehr Kontrolle drüber. So, okay. Dann können wir uns gleich nämlich dran machen und überlegen, wo setzen wir Fensterchen und das alles rein. Oh, der ist falsch rum. Aufpassen. Wir können aber eins aus Knochenblöcken bauen. Das würde bestimmt auch gut aussehen. Mal. Wir machen mal aus, weiß ich, allen möglichen Blöcken machen wir jetzt mal Häuser. Nicht. So, hier habe ich gesagt, bin ich 2 hoch. Ja. Und dann habe ich hier auch noch mal 3 hoch. Ja. Und dann habe ich hier gesagt 2. Okay, jetzt können wir uns Gedanken darüber machen, wo machen wir die Tür rein. Die Tür könnten wir... Nehmen wir das hier weg. So, ein Ding muss Abstand haben. Dann würde ich sagen, hier ein Fenster. Und dann machen wir hier die Tür rein. So, okay. Dann können wir die da wieder hinsetzen. Dann stören die nämlich nicht. So, dann gehen wir mal höher. Dann habe ich hier 1, 2, 3. Ja. So. Dann schauen wir hier mal. Da würde ich ein mittleres machen. Und dann würde ich hier Tatsache nochmal 1 machen. Ja. So für so eine Dachkammer halt, ne? Also von den Fenstern her würde ich da schon immer relativ gleich bleiben. Jetzt muss ich hier mir mal Gedanken machen, wie ich das am besten mache. Wir setzen hier mal welche rein. Weil das Schöne ist, wir können Fenster natürlich auch immer zumachen. Und damit das ist 1 hoch. Die werden hier mehr oder weniger am Boden drin. Müssen wir mal gucken.
Ja, die wären drauf. Ja, das geht. Machen wir mal den Wand hier weg. Okay. Oh. Und da, so, und dann müssen wir 3 Abstand lassen. 1, 3. Und dann kommen hier nochmal weg. Da kann man auch kleine reinsetzen. Also das kann man unterschiedlich machen. Weil wie gesagt, zu der Seite aus ist es kein Problem. Hier nix. So, dann müssen wir mal gucken. Auf der anderen Seite geht es auch. Okay. Dann kommen da halt die falsche Ecke. Da eins. Und da eins. 1, 2, 3. Ah. 3. 1. So, dann hier wieder eins. Und dann hier oben. So, und dann haben wir schon die Fenster. So, und so schnell entsteht so ein Gebäude. Ganz einfach. Es ist relativ einfach. So, und dann können wir jetzt mal überlegen. So, jetzt haben wir die. Die haben auch verschiedene Größen. Und da ist es halt wichtig, wie gesagt, dass man halt diese Deko. Zum Beispiel hier, da ist der Eingang an der Seite. Wartet mal, ich nehme mal ein paar Treppen mit. Treppen da mal an. Das heißt, hier wären zum Beispiel die Treppen, dann wäre hier wären Treppen. Die juckt die Hand. So, hier ist nix. Hier ist nix. Haben wir da überhaupt eine Tür drin? Ah ja, hier. Da ist die Tür. So, und dann haben wir jetzt im Grunde genommen nichts weiteres zu tun, als jetzt hier noch 2 hinzustellen. Und dann im Grunde machen wir uns ans Dekorieren und Dachdecken dran. Ja. Also 3 Stück müssen wir hier noch. Ich habe mir auch schon überlegt, dass ich hier eventuell ein größeres hinsetze oder auch eine Zweierkombi. Ich denke mal, ich werde eine Zweierkombi machen. Ich muss mal kurz was gucken. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Okay, weil ich hatte nämlich vorhin gemerkt, ich hatte mich verzählt. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Die sind nämlich 7 mal 13. Alle Häuser 7 mal 13. So. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Wir nehmen jetzt einfach mal Knochenmehl. Wir können dann auch mal mit Korallenblöcken zu. Können wir auch bauen. Das passt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo machen wir dieses Knochenmehlhaus hin. Das können wir hier hin machen, sonst wird es dann nämlich zu dunkel. Okay, dann machen wir das hier. So, jetzt stellen wir hier einfach mal Knochenmehl hin. So. Weil, wie gesagt, die Häuser werden erst dann wirklich interessant, wenn, ja, sie dekoriert werden von außen. Und da müsst ihr halt auch aufpassen. Also ihr könnt natürlich kunterbunt machen, aber ihr seht ja schon, dass die Textur hier eine etwas besondere ist. So. Oh, mal gucken. Das hier. Oh. Ja. Okay. Da seht ihr das schon. Muss hier echt aufpassen, wie man die Dinger platziert. Es ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber das lohnt sich. Und man kann dann halt später auch beigehen zum Beispiel und das alles ein bisschen unterschiedlich von den Höhen machen. So, jetzt machen wir hier so zum Beispiel mal so eins hin. Dann machen wir, ja, ich würde sagen, ruhig mal hier Fenster, Tür hier hin. Einfach mal, um ein bisschen das anders zu machen. Dann 1, 2. Heißt hier. Oh. Und dann gehen wir mal 2 hoch. Machen da so ein. So, okay. Dann ist das hier wieder eine Innenwand. Das heißt, da brauchen wir nichts machen. Die machen wir einfach nur zu.
Ihr seht, das ist eigentlich immer dasselbe Prinzip. Ich bin raus, es leckt zu viel, kann so nicht arbeiten. Okay. Also momentan haben einige auch echt massive Internetprobleme, habe ich das Gefühl. Es ist richtig übelst. Dabei haben wir hier gar kein Redstone oder irgendwas verbaut. So, dann müssen wir nur gucken, dass wir das nachher natürlich mit dem Dach dementsprechend. Aber das ist eigentlich auch nicht weiter schlimm. Das kriegt man auch an solche Ecken. Glaubt mir, das funktioniert. Ja. So. Ich wüsste auch nicht, was jetzt hier großartig lecken sollte. Weil wir haben ja auch keine großartigen Redstone-Spielereien oder Entitäten hier auf dem Server. Keine Ahnung, was momentan ist. Vielleicht ist es auch nur bei Gucci momentan. Dass der halt eine Holzleitung heute hat. Ich hatte das letztens auch. Erinnert ihr euch, wo ich nicht reinkam? In meinen Server. In meinen eigenen. So, okay. Jetzt haben wir ja wieder eine Seite, die wir dekorieren können. Jetzt machen wir erstmal die hintere Seite. Die ist jetzt erstmal interessanter. So. Dann setzen wir hier einen rein und hier machen wir einfach nur Fenster. Boah. Jetzt wird es interessant. Jetzt müsst ihr hier einen reinsetzen. Halt. Da einen reinsetzen, hier einen reinsetzen und den wegmachen. Da. Da kann man es dann nochmal genauso machen. Ab. Ab. Weil das seht ihr nachher nicht mehr. Da kommt ja was rüber. So, 1, 2, 3. So, aber da haben wir ja schon die zweite Mauer. Da ist das eigentlich auch. Das gleiche Prinzip hier. Oder ihr macht das halt so und haut das Fenster halt später rein. Das geht auch, ne? Also das ist einfacher. So, okay. Dann habe ich gesagt, da 2 hoch. 3 hoch. Und dann nochmal 2 hoch. Was heißt hier? Fenster rein. So, dann haben wir die Seite, die Seite. Wie gesagt, da muss nichts hin. Weil das ist ja eine Rückwand. Und hallo Gucci. Ja, hast du eine Holzleitung heute? Das ist merkwürdig, weil ich habe hier keine Probleme. Weil wir haben ja auch eigentlich nicht so Redstone oder so heute momentan. Halt. Halt. Hallo. Dreh dich mal richtig rum hier. Hab's ja nicht. Da muss man so aufpassen, wenn man die hinsetzt. Da hat man nachher so viele Dinge, die man ändern muss. Und hallo Janni. Jannik. Jannik. So, dann gehen wir hier auch mal hoch. Ich liebe es, um Akkord zu bauen und dann hinterher jedes Haus dann einzeln zu dekorieren. Ah, müssen wir aufpassen hier. Ist das Haus von Skeletto, Bubu? Ja. Aber ich erkläre gerade meiner Community, wie einfach das eigentlich ist, so eine Siedlung zu bauen. Also man muss halt noch aufpassen, dass jedes Haus eigenständig ist. Das heißt also immer quasi ein komplettes Haus ist mit Dach. Dann kann man die nämlich auch mit Pert Edit zum Beispiel nehmen und einzeln durch die Gegend setzen. Und das, was diese Häuser ja so unterschiedlich macht, ist ja die Außendeko. Also so wie das bei der Münze halt ist, ne? Die ganzen Häuser, die da gebaut sind. Genau, genau. Aber das Bauprinzip, wie gesagt, kann man ruhig, ja, immer wieder dasselbe machen. Man nimmt halt nur immer andere Blöcke und andere Deko.
Und schon hat man ganz viele Varianten von einem Haus. Ja, ich gehe mal weiter an meinen Friedhof. Mach das. Ich Ne? komme später Das, mal vorbei. Brauchst du einen Knochen? Ich hätte einen ganz großen Dino-Knochen in der Hand. ich bin auch kein Hund. Er hätte ja Den sein kannst können, du dass du deinen einen Dino Hunden mitnehmen. verbuddeln willst. Den, Das den wäre kannst doch... du ja deinen Hunden mitnehmen. Dina, ich habe gerade eine Idee. Was hältst du davon, wenn ich... wir können ja mal Rio fragen. Rio ist doch Spezialist im Skelettbauen. Alle möglichen Tiersorten, Dinos und weiß ich was, baut die doch aus Knochenblöcken und Quarz. Ob die Lust hat, so ein Walskelett oder sowas bei dir an die Decke zu hängen in der Kirche. Es gibt doch in Minecraft die Fossile. Ja, genau. Die seltenste Struktur überhaupt. Mhm. Sowas in der Art da reinzimmern. Mhm. Dann werde ich Rio mal fragen, weil die hat nämlich vormittags immer so ein bisschen Langeweile. Und Okay. ich werde sie mal fragen, ob sie da was Fossiles an die Decke hängt. Was da Ja, so kannst du reinpasst. gerne machen. Das wäre dann genauso ein Überraschungsgag wie Bubu und der Fuchs in der Kirche bei mir. Ja, aber für die anderen, weil ich weiß es jetzt ja. Ja. So, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt muss ich mal gucken. Die Fenster sind hier unterschiedlich. Ich habe schon gesehen, da sind zwei. So, okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann müssen wir jetzt auf der Seite natürlich auch Fenster noch reinsetzen. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Höhe. Okay. Das heißt, ja. 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 Und da. Hier müssen wieder zwei sein. So, dann 3 dazwischen. 1, 2, 3. Heißt hier sind die nächsten. Und da kann man zum Beispiel beigehen und sagen, nö, das ist mir zu viel. Ich mache jetzt noch mal kleine Fenster. Geht auch. Ja? Einfach mal kleine Fenster. So, okay. Dann haben wir unser nächstes Häuschen. Damit sieht jedes anders aus. Auf der Community-Server habe ich die Probleme nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, vielleicht gibt sich das auch, wenn der Server umzieht. So, jetzt dürft ihr euch den nächsten Block aussuchen. Welchen Block soll ich jetzt nehmen? Schreibt mal was rein. Ich hole mir in der Zeit mal was zu trinken. So, dann erzählt mal, habt ihr euch entschieden, welchen Block ich nutzen soll? Würde mich mal interessieren, welchen Block? Welchen wollen wir nehmen? Können wir auch mal Akazien nehmen oder Mangrove. Mangrove wäre auch nicht schlecht. Was haltet ihr von Mangrove? Wollen wir mal Mangrove ausprobieren? So ein glattes, entrindetes Mangrovenholz wäre doch nicht schlecht. Wollen wir das mal probieren? Wir probieren es einfach mal. Okay, wir sind mal mutig. Oh. Das ist quasi wieder die Außenwand. Das ist... Oh. In der Zeit könnt ihr euch ja mal überlegen, welche Blöcke wir noch nutzen könnten. Weil ich kann ja eine ganze Menge Häuser jetzt mal vorbauen und der Plattform Blackstone, ein schwarzes Haus. Ja, warum denn nicht? Gab's auch. Die gab's sicherlich auch. Bin mir ziemlich sicher. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich das mache ich noch ein bisschen höher. So.
Also Stück für Stück. Und jetzt ein bisschen die Höhen verstatten größer und höher machen, damit sich das ausgleicht. Oh, das muss ja nicht heißen, dass es mehr Etagen hat. Es ist einfach nur ein bisschen schmaler und pompöser. Heißt, wir sind quasi auf der Höhe und machen jetzt das einfach so. Ja. Wieder eine also ein bisschen andere Form. Also mal höher, mal tiefer. Alles ein bisschen so, ja. Ah. Ich bin so ja gespannt. Wie gesagt, man kann so viel dann mit Deko erreichen. Die sehen nachher so genial aus. So, das ist quasi die Höhe, an die wir uns jetzt halten müssen. Ja. Und wie gesagt, die wird Edit, Leute. Die wird jetzt beigehen und das hier mal ausfüllen. Weil ich ja im Nachhinein ja immer die Fenster da reinschmeiße. Ja. Einfach erstmal in die Höhe ziehen. Akkordbauen einer Stadt. Und dann denke ich mir dann für die nächsten Siedlungen wieder eine andere Variante von Haus aus. Und schauen mal, wie wir die hinkriegen können. Ich denke mal, dass, wie gesagt, hier in der Stadt ist es ein bisschen schwierig, aber ich möchte halt jetzt, was ich vorhin auch gesagt habe, so ein bisschen venezianischen Stil hier noch mit reinkriegen. Also wir haben hier sehr, sehr viel Deutsches jetzt drin. Also von allen möglichen deutschen, Süddeutsch, Norddeutsch, wenn ihr versteht. Und ja, jetzt ist es halt wichtig, dass wir halt zusehen, da noch so ein bisschen andere Stile reinzukriegen, auch Barocksachen zum Beispiel. Und ich möchte mich ja auch nicht drücken vor Dingen und wie gesagt, Kuppeln bauen und solche Sachen. Und wir müssen mal schauen. Also wie gesagt, Dom oder sowas, das macht nicht wirklich Sinn, weil so groß ist die Stadt nicht. Wir haben jetzt schon 4 Kirchen, habe ich den Eindruck. Obwohl ich Guccis Kirche noch gar nicht gefunden habe. Die müssen wir nachher mal suchen, wo die ist. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass der Gucci schon rausgegangen ist. Aber, ja. Also. So. Ihr kennt ja bestimmt das Prinzip, wie Klum das macht. Klum zum Beispiel, der nimmt ja auch mal so bestimmte Dinge und baut erstmal so ganz clean vor halt. Er nutzt halt so ein spezielles Word Edit. Ihr müsst euch das so vorstellen. Also so ähnlich denke ich auch halt. Nur, dass ich eben kein Word Edit benutze. Ich baue auch erstmal clean vor und dann mache ich mir Gedanken über die Deko. Und auf dem Community-Server zum Beispiel mache ich das auch. Dia oder Netherite-Block. Also die Netherite kann man zum Beispiel verwenden. Das ist aber eher so ein Block für Deko, finde ich. Also die man als Deko damit einarbeiten könnte. Wir müssen mal gucken. Wir gucken mal, was wir da machen können. Also wie gesagt, bedenkt immer, bestimmte Blöcke, also wenn ihr jetzt ankommt mit Endgestein, gehen nicht, weil das End ist noch nicht offen. Also das ist ja noch nicht in der Epoche und so, ne? Also alles aus dem Nether dürfen wir nutzen und alles quasi bis zur Renaissance. So, okay, dann haben wir hier 3. Okay, die sind 3 hoch. Und dann nochmal 2 hoch. So, dann haben wir schon das nächste. Und jetzt können wir die ganzen Fenster da rein wursteln. Okay, da könnten wir zum Beispiel sagen, wir machen den Eingang hier mal. Wir machen den Eingang hier. Dann können wir hier noch ein Fenster reinsetzen. Dann gehen wir 1, 2, 3 hoch. Das heißt, hier oben wären quasi die nächsten Fenster. So. So. Und dann machen wir da oben noch eins. So, okay.
Jetzt muss ich mal gucken. Die sind jetzt Tatsache, warte mal, wie viele Blöcke sind wir? Oh, das ist zu viel. Nein, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Moment. Moment. Müssen wir das nochmal zumachen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist das Plateau? Das Plateau ist hier. Okay, das heißt, hier können Fenster rein. So, jetzt muss man nämlich aufpassen. Fenster. Und dann könnten wir hier eine Tür reinsetzen. Jetzt gehe ich mal rein. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, man. So, jetzt hüpfen wir rein. So. Dann muss man da halt so ein bisschen wursteln hier. So, hallo Kuh. Geht's dir gut? So. Okay, dann machen wir hier so ein bisschen Parageforme hier, damit uns nicht das hier alles so ein bisschen zugewachsen ist. So, dann können wir hier hinten, wie gesagt, passt keine Tür rein. Kann man natürlich machen. Kann auch hier hinten Ausgang machen, aber ich würde lieber, ja, vielleicht was ransetzen später. Mal schauen. Ich lasse mich mal überraschen. So, 1, 2, 3. Heißt, hier oben sind die nächsten. So. Okay. Dann machen wir denn diese Fenster da wieder rein. So. Und dann hier. Kaffee für alle. Lecker. Kaffee für alle. Kaffee ist alle. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo habe ich das hingemacht. Das habe ich genau auf die Ebene gesetzt. So, okay, dann haben wir das nächste. Und dann können wir hier eigentlich beigehen und sagen, okay, wir machen hier nochmal so eine, halt, so eine kleinen rein. Aber ihr seht, wie gesagt, bei Mangrove ist es eigentlich auch so, dass sich hier Dinge verändern. So, dann machen wir hier, das ist wie so ein Speicherhaus oder sowas. Rissige Steinziegel würden gehen. Ja, wenn du ein ganzes Haus in rissigen Steinziegeln baust, kann man natürlich auch machen. Auch wild. Ihr könnt es aber machen, warum nicht? So. Rissige Steinziegel. Dann nehmen wir die doch einfach mal. Mal sehen. Ja, wie abreißen kann man es ja nicht. Warum nicht? Wir bauen hier ein rissiges Haus. Das kann man ja dann noch variieren, ne? Also, wie gesagt, wir können ja hier Blöcke austauschen. Setzen wir erstmal hier alles rum. Weil, wie gesagt, auch hier können wir nachher beigehen und Blöcke austauschen. Ne? Also, das gehört ja mit dazu. Also, ich mache jetzt erstmal nur diese Grundvariante. Ich wollte nämlich heute Vormittag ein bisschen was austesten, ob das so funktioniert. Also, wenn man die so ein bisschen zusammenhängend hier macht. Ne? Und dann kann man natürlich beigehen und hier glatten Granit reinsetzen. Da kann man auch Schlamm reinsetzen und das gleiche gilt da vorne. Also so ein bisschen Blockvarianz machen. Im Moment, wie gesagt, konzentriere ich mich eher drauf, einfach jetzt erstmal clean zu bauen. Immer die höher. Wir können da ruhig höher gehen. Noch ein paar auf. Ein rissiges Haus. Da können wir ja dann auch glatten Stein später reinsetzen und andere Dinge. So, dann schauen wir mal, wie hoch das hier werden könnte. Oh. Mal alles mal aus rissigen und wie gesagt, Blockvarianz kann man immer noch einfügen. Das ist das Schöne am Kreativ. Also wenn ich das jetzt, sagen wir mal, im Survival bauen würde, dann würde ich natürlich gleich die Blockvarianz versuchen reinzumachen. So, okay. Dann machen wir das mal so ein bisschen
Das hier ein bisschen höher. Und dann setzen wir wieder oben das Türmchen darauf. So. Okay. Und dann passen nämlich noch andere Häuser. Da können wir dann noch ein Haus daneben stellen. Ich glaube, das wirkt dann besser. Machen wir uns dann nochmal so eine Plattform. Ja. Hier baue ich ein ganzes Wohnviertel innerhalb von einem Stream. Weil die Dächer, wie gesagt, die sind ganz einfach. Also das könnt ihr alles im Survival ohne Probleme nachbauen. Das geht. So. Es ist alles. Wie gesagt, ich versuche euch natürlich immer so Sachen auch mal zu zeigen und zu bauen, die ihr auch im Survival dann bauen könnt. Ah. So, und jetzt muss man gucken. Nein, wir kriegen keine Probleme mit dem Kirchenschiff. Okay, das passt. Okay. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil sonst dann erscheint der Michel zu klein nachher. Das wollen wir ja nicht. Oh. Wenn ihr überlegt, die Münze habe ich ja, also die erste Version habe ich ja auch mehr oder weniger so gebaut. Eigentlich auch die zweite. Bis dein Kännchen sich erbarmt hat und mir Bird Edit unterstützt, die Mauern damit hingesetzt hat. Damit die Gladys da nicht verzweifelt. So, okay. Wie gesagt, die Speicherhäuser sind halt sehr, sehr schmal und sehr hoch. Oh. Ab. Hab. So, nächste Reihe. Ich hatte riesige mit Andesit kombiniert, genau. Und Alpha-Stein. Das ist aber nicht der richtige Alpha-Stein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, Alpha-Stein hat einen Haken dran. Schön wär's. Also ich bin nämlich ein großer Alpha-Stein-Fan. Ich finde diese Stimme alleine schon immer so lustig. Eigentlich schon nach 2, 3 Worten liege ich schon immer am Boden vor Lachen. Das ist immer so herrlich. So, okay. Alpha-Stein-Kopie. Aber wir haben ja auch ein Krokodil an die 1. Den gibt's ja auch. So, okay. Niki ist wieder da. Gib ihm, Niki. Also wie gesagt, wenn wir hier so im Kreativ spielen, dann geht das immer relativ schlicht zu. Das ist auch mal ganz gut, weil wie gesagt, am Community-Server ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da habe ich jetzt schon ein paar Sachen mir überlegt, wie ich sie machen werde. Da habe ich nämlich so am Wochenende jetzt mal drüber sinniert, weil da baue ich ja einen Steampunk und das ist auch nicht so einfach, gerade, wie gesagt, wenn ich im Survival baue. Das ist ein bisschen schwierig. Der ist weggebackt. Nee, Spaß, aber ich probiere Leuten. Probiere Leuten Fake-Alpha-Stein eine Freude zu bereiten. Ja, musst du nur aufpassen, dass Alpha-Stein dir da keine Probleme macht, ne? Also, da muss man vorsichtig sein. Weil manche haben geschützte Nickname. Da kann es manchmal doch ein bisschen Probleme geben. Also wie gesagt, pass ein bisschen auf. So, okay. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall ein Fan von Alpha-Stein. Der ist sehr witzig. Da müsst ihr mal wirklich reingucken. Der ist echt. Also wenn jemand, sagen wir mal, so einen sehr, ich sag mal so, Alpha-Stein ist dafür bekannt, auch mal so ein bisschen verbal auszuklinken. So ab und zu mag ich das.
Es ist irgendwie manchmal sehr lustig. So, okay, dann haben wir jetzt das hier. Jetzt habe ich ja gesagt, hier setzen wir was daneben. Jetzt müssen wir gucken, wo setzen wir die Tür rein. Die könnten wir hier an der Seite machen. Ich glaube, an der Seite macht die mehr Sinn. Okay, dann werden wir jetzt hier mal die Fenster reinsetzen. 1, 2, 3. Oh. Ich wollte eigentlich das Fenster da hinsetzen. Also so ein bisschen gleich sollte es schon bleiben. 1, 2, 3. Oh. Und dann könnten man... Oh. 1, 2, 3. Ja, machen wir hier das Fenster. So, passt schon. Okay, dann machen wir jetzt hier. Also momentan wirkt das alles sehr eintönig, ich weiß, aber das wird noch besser. 1, 2, 4. Weil die Häuser haben ja auch noch gar keine Böden drin und keine Beleuchtung, keine Einrichtung. So, jetzt muss man mal gucken, da kriegen wir Tatsache noch eins hin. 1, 2, 3. Ja. Das ist dann so ein, weiß ich, Mietskasernenhaus oder so. Okay. 3, 2, 1, 2, 3. 3. 1. Da, gut. So, und hier muss nichts hin, weil da kommt ein anderes Haus noch daneben. So, jetzt habt ihr gesehen. Ja, ist eigentlich immer so dieselbe Bauart. Jetzt würde ich sagen, wir machen uns mal in die Dächer ran. Ganz einfach. Ja, ich wünsche dir auch. Nee, machst du auch nicht. Aber wie gesagt, manche Streamer, gerade von den Großen, sind doch ein bisschen empfindlich. Da muss wie gesagt, ich warne dich nur. Nicht, dass dich wunderst. Ja, okay, danke dir, Alpha. Wie gesagt, Abo und Like nicht vergessen, würde ich mich sehr freuen, weil, wie gesagt, das hilft unserem Kanal hier ungemein. Und wir suchen übrigens zurzeit 3 Mitspieler hier. Also, Bewerbung findet da unter anderem, also welche Anforderungen wir stellen, im Community-Tab oder auch in unserem Discord. Also Bewerbungen laufen sowieso über also Klötzchen Discord. Den Link habe ich euch irgendwie mal am Anfang des Chats hingepackt. Wartet mal, ich muss euch den mal nochmal da reinsetzen. Wartet mal, ich generiere mal einfach frech einen. Wartet mal. Okay. So, ich habe nämlich gerade gesehen. Ah ja, da ist es. Oh, okay. Okay. Okay, ich habe gerade gesehen, was die liebe Fatma da gefunden hat. So, ich werde mal einen Link generieren. Probieren. So, einen heutigen. So, also, wer Lust hat, sich bei uns zu bewerben hier fürs Team Momentum, wie gesagt, ihr könnt das machen. Und zwar, ihr könnt in Discord reinkommen, dann unter Bauwettbewerb. Da habe ich euch das auch nochmal, die Anforderungen, die wir stellen und was euch erwartet, im Grunde genommen reingepostet. Und ja, eigentlich nur eine kleine Vorstellung von euch. Und vielleicht mal so 1, 2 Bauwerke zeigen, was ihr so bisher gemacht habt. Alles andere, wie gesagt, erklärt der Text eigentlich von selber. Und bis 31. März habt ihr Zeit, euch zu bewerben. Jo. So, okay, ich mache mich jetzt mal an die Dächer. Jetzt muss ich mal gucken, was machen wir hier für Dächer auf. Hier habe ich ja Kupfer, ein bisschen schwarz. Ja, ich würde auch ein bisschen mehr Kupfer noch machen. Weil das ist ja sozusagen die Speicherstadt. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen einfach mal das Zeug hier mit den glatten in Verbindung. So, und dann geht das eigentlich ganz einfach. Also das Haus steht ja jetzt hier frei, da kann ich es euch eigentlich zeigen. Also den ersten muss man nochmal weglassen. So.
Das ist so simpel, ein Dach hier zu decken. Dann nächste Reihe. Einfach. Das ist gar keine große Sache. So, dann macht er die nächste Reihe. Einfach hier hin. Dann kommt der hier in der Mitte. Halt. In der Mitte. Man kann das natürlich auch mit Zweiern immer machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich ziehe das hier noch höher und setze hier eine Zweierreihe rein. Denkt aber dran, dass hier auf den Dächern nicht spawnen später darf, ne? So, das heißt, wir haben ja relativ spitze Dächer gehabt. So, wie gesagt, ich habe mir schon genug einen abgekrampft beim Rathaus. Also, deswegen habe ich mich entschieden, also hier doch relativ schlechte Dinge zu bauen. Die Kuh steht da unten. Die kann doch gar nicht grasen. Das ist doch Schnee. So, dann hier noch eine Reihe. So, jetzt habt ihr das erstmal grob gedeckt. So, jetzt habt ihr das grob gedeckt, ne? Gedeckt mit so einem spitzen Ding. Und dann bin ich eigentlich so, dass ich überlegt habe, ich fand das hier einfach zu... Es ist einfach zu clean. Du hast leider noch kein Java, das ist ärgerlich. Weil normalerweise ist es ja so, aber ich glaube, das galt nur für die Java-Leute, dass alle, die Java haben, automatisch auch Bedrock haben. Aber ich glaube, umgedreht weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das umgedreht möglich ist. Da bin ich gerade überfragt. So, okay. Und dann bin ich einfach beigegangen und habe dann einfach mal so, ja, so ein bisschen mit den Dingern gespielt. Ihr könnt auch Stufen nehmen zum Beispiel. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass sich hier nicht so komische Ecken reinsetzen. Einfach so ein bisschen mit denen hier rumspielen. Dann sieht das nicht so clean aus, sage ich mal so. Einfach ruhig mal so und dann esse ich hier mal wieder welche und dann hier hinten welche. Und dann natürlich hier auch noch ein paar. So, das reicht schon. Also mehr muss man gar nicht. So, und jetzt haben wir ja das Ding hier. Und hier möchte ich das eigentlich so machen, dass ich das möglichst clean lasse. Jetzt habe ich überlegt, warte mal, Falltüren. Die haben nicht so große Auswahl. Also das, was wir auch machen können, ist zum Beispiel die da mal rauflegen. So. Ja, also einfach so. Da kann da nichts drauf spawnen. Von unten sieht es halt aus, als wenn da nur so eine Kante oben drauf ist und das reicht. So, und schon hat das Ding sein Dach. Ganz einfach. Nichts Großartiges. Na, also bei manchen kann man dann auch beigehen und sagen, okay, man zieht das so hier mit einer Kante an der Seite. Das mache ich aber später. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie ich die Seiten dekoriere. Wenn ich da relativ viel solche Elemente hier verwende, dann bietet sich das an, weil das eine schöne Abschlusskante hier ist. So, okay. So, dann haben wir das erste Dach hier eigentlich schon. Und dann können wir mal überlegen, dann können wir ja mal beigehen und zum Beispiel auf dieses Haus setzen wir einfach mal das Zeug. So. Kombi damit. Oh, so, und dann machen wir oben. Können wir auch eigentlich diese Klicker-Klacker-Dinger kann man auch nehmen. Da müssen wir mal gucken, wie es dann wirkt. Okay, dann machen wir das gleiche Prinzip jetzt hier. Das heißt, hier gehen wir bei und machen diesen. Ja, einfach. Dann kommt die nächste Reihe. Ja, jetzt habe ich mich selber eingesperrt hier. Dahin. Die Reihe dahin und die Reihe dahin. Ganz einfach. Es ist so einfach. Wie gesagt, einfacher kann man auch gar nicht im Survival bauen, glaube ich. So. Also ganz einfaches Prinzip von Dächern. Und dann können wir ja auch mal mit Stufen zum Beispiel auch arbeiten. Das können wir zum Beispiel auch mal machen. Ihr seht, wie schnell so ein Dach gedeckt ist. So. Heißt hier einer und da einer. Ganz einfach. Hier einer, da einer. So. Da macht das auch nichts, wenn die alle so ein bisschen unterschiedlich halt connecten. Das macht ja so ein bisschen den Reiz aus.
Und wie gesagt, auch bei dem kann man jetzt beigehen und sagen, okay, das ist mir zu niedrig. Ich packe hier noch eine Reihe rauf. So. Okay, dann haben wir die hier. Und dann kann man halt auch wieder beigehen und diesen machen, den machen. Und dann setzt man hier mal welche hin. Oder hier mal welche hin. Wie gesagt. Ein bisschen unterbrechen alles. Also ist es eigentlich vollkommen egal, wo man die hin postiert. Das sieht ein bisschen strukturierter aus. Da muss man aufpassen, dass sie sich hier nicht connecten. Das wäre nicht so gut. Okay, und dann können wir zum Beispiel beigehen und sagen, okay, das reicht uns noch nicht aus. Und wir nehmen halt mal sowas. So, hier ein, da ein hin, da ein hin. So ein bisschen organisch hier alles. Da, hopp, hopp, hopp. Da. Dann haben wir hier noch, können wir eigentlich auch noch mal so ein bisschen organisches Zeug hinsetzen. So, so. Ihr könnt zum Beispiel auch dann Blattwerk und sowas viel besser positionieren, wenn ihr sowas habt. So, und jetzt haben wir ja das. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde jetzt Folgendes machen. Das Problem ist, das bindet sich nie. So, dann schauen wir mal unter Mauern. Was haben wir denn an Mauern? Mauern, Mauern, Mauern. Da können wir auch mal beigehen und einfach mal Diorit nehmen. Setzen da einfach mal so Tierleisten hin. Da, hopp. Und dann nehmen wir einfach Zauntore, klatschen die dazwischen. Da, hopp. Und schon kann da nichts mehr spawnen. Ja, ganz einfach. So, dann hat das nächste Haus ein Dach. Ganz einfach. Ihr seht, es ist sehr einfach. So, hier könnten wir eigentlich noch ein bisschen von dem Zeug da hinsetzen. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Okay. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel, was ich oft gesehen habe, dass ihr zum Beispiel hier dunkel anfangt und dann so Lichtpunkte setzt, indem ihr immer helleres Holz nehmt. Also so einen Übergang hinkriegt. Das ist dann sowas für Fortgeschrittene, sage ich mal so. Aber bei der Masse, die ich hier halt baue, ist das ja relativ schwer umzusetzen, sage ich mal so. Also da würde ich an einem Dach wahrscheinlich sehr lange sitzen. So, jetzt können wir ja einfach mal beigehen. Und bauen einfach mal mit Rohkupferblöcken. Und was nehmen wir dazu? Dann nehmen wir die dazu. Ja. Wir machen jetzt eigentlich dasselbe Prinzip. Der muss hier wieder weg. So. Okay, jetzt haben wir ja hier den. Das heißt, ihr müsst so machen erstmal. So. Also den könnte man auch, da können wir auch stehen lassen, weil sonst fehlt da einer. Wartet mal. Den setzen wir da mal ran. So. Okay. Also sonst fehlt der nachher. Das ist gut. So, und den dahin. Dahin. Habe ich hier eine Ecke irgendwie falsch? Hallo? Es sind doch auch zwei. Warte mal. Ah, der muss noch einen höher. Ich war ein zu niedrig. Mich schon gewundert. Hä? Wieso passt das nicht? Okay, weiter geht's. Heißt. Einfach bis da. Vorne. Hinholen. Hopp. Oh. Da braucht man dann halt nur den einen. Das ist halt nur der letzte, den man da halt so hinsetzen. Oh, der weg. Und dann, weil das sieht man ja dann nur von außen. Das kann man aber dann auch noch so ein bisschen korrigieren. So, jetzt seht ihr das. Hier können wir das nicht machen mit den Zweien. Das heißt,
Hier kann man zum Beispiel beigehen und sagen, man macht das halt, weiß ich, so. 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 Okay, da kann er auch nichts bauen. So, dann können wir das gleiche Prinzip machen, indem man hier halt ein bisschen und dahin und dann hier mal hin. Vorne mal was hin, hier mal was hin, mal was hin. Ja, mal den hier wegnehmen. Hier hin, da ein bisschen hin. Halt, natürlich nicht umgedreht. Er muss weg. So. Und dann machen wir hier noch so einen einzelnen hin. Dann nehmen wir uns auch wieder diese Kupfer-Dinger hier. Na, hier noch so ein Daches reinkriegen. So. So. Okay. Ja, noch einen hin. Da können wir auch noch einen hinsetzen. Machen wir hier noch einen hin. Also das könnt ihr einfach random machen. So muss keinen Sinn ergeben. Es geht ja nur dadurch, dass das ein bisschen organischer aussieht, das Dach. So. Und dann kann man hier natürlich beigehen. Zum Beispiel werdet ihr sehen, also wenn ich die Deko ansetze, dass das dann auch hinhaut mit dieser Kante, die ihr jetzt hier seht. Ne? Also die ist ja jetzt nicht besonders schön. So, jetzt brauchen wir hier für das raus auch noch ein Dach. Was nehmen wir da? Da können wir eigentlich mal beigehen und die Variante. So, jetzt muss ich mal gucken. Den nehmen wir mal. Okay. So, halt nicht die den ich habe. So. Und der nächste hier hin. Der muss weg. So. Und ihr seht, das geht relativ schnell, solche Häuser hier zu bauen. Wie man das nachher einrichtet, ist eine andere Geschichte. Okay, und dann gehen wir wieder 2 hoch. So. So. Da ist das Fenster niedriger, kann das sein? Das ist... Mal. Da stimmt was nicht. Da ist das Fenster, glaube ich, zu gut. Das ist ja und das ist da. So, war kurzfristig irritiert hier. Oh Mann. Halt so. Dann geht hier und das da und das da. Okay. Oh, dann noch die untere Kante hier. So, dann haben wir das auch schon. Und dann können wir dasselbe Prinzip hier auch wieder machen, dass man halt überall so ein bisschen Dinger ransetzt. Also ihr könnt das natürlich auch durchziehen, wem das nicht so gefällt. Das bleibt jedem selber überlassen. So. Machen wir das halt hier auch nochmal. Ach, das sieht immer so blöd da connecten, wenn man so nicht genau an dem Platz steht, wo man hin muss. So, kann man hier noch was dran setzen und dann setzt man hier noch was dran. Hier noch, weiß ich, einzelnen, dann nimmt man sich wieder die Dinger hier und dann müssen wir uns mal überlegen, was machen wir oben aufs Dach. Halt. So. So. Zwischensetzen, dann machen wir das hier auf der Seite auch nochmal. So. So, okay, dann haben wir das. Jetzt müssen wir noch was hier oben raufsetzen.
Da habe ich mir überlegt, da könnte man was Metallisches machen. Da brauchen wir aber Mauern. Da setzen wir einfach mal Kobbel drauf und Gitter. Ja, einfach irgendwelche verrückten Baukombinationen. Hopp, hopp, hopp. Und dann einfach Gitter dazu. Das funktioniert hier. So, haben wir das nächste Dach gedeckt. Ihr seht, das geht relativ flix. Schaut mal. So schnell baut man hier eine Stadt. Das geht relativ fix. So, jetzt wollen wir hier ein Dach für noch. Da könnten wir mal beigehen und... was nehmen wir dafür? Da könnten wir eigentlich mal Wirrholz nehmen. Warum nehmen wir nicht? Nehmen wir einfach mal Wirrholz. Warum nicht? Wir machen jetzt einfach mal ein blaues Dach. So, gleiches Prinzip. Weil das können wir nutzen bei Netherwand. So. Dann müssen wir hier wieder, ne? Diesen machen. Machen. Halt. Und was ich auch oft gesehen habe, also viele stellen sich dann auch so die Blöcke hin halt, um diese ganzen Farbspielereien halt zu machen. Es geht auch, wie gesagt. Also um diese Farbkombination dann hinzukriegen mit diesen weichen Farben. Also zum Beispiel stellen sich alles hin, was blau ist zum Beispiel. Ne? Oder grün. Also ich weiß nicht, in welcher Farbe ihr das jetzt hier gerade seht, aber für mich ist das blau. So kiesblau. So, gehen hier wieder zurück. So, Geräusch. So, halt nicht dahin, hierhin. So. Da kann man zum Beispiel beigehen und jetzt sagen, okay, ich könnte auch jetzt Prismarin nehmen. Nehmen wir mal Prismarin, warum nicht? Da, wir nehmen jetzt einmal mal Prismarin und machen das. Ah. Oh. Oh. Bin auf der anderen Seite nochmal. So, dann machen wir hier noch welche. Nummer 3, dann machen wir hier nochmal welche. Einzelnen. Und machen hier nochmal 3 Stück hin. Und dann holen wir nochmal Prismarin. Da können wir zum Beispiel auch das nehmen. Ne? Also das, wie gesagt, das bleibt jedem selbst überlassen. Also ja, einfach hier so random mal reinsetzen. Ja. Mal 2, hier mal ein, da ein, hier ein. Halt nicht darüber. Und den auch nicht da weg. So, erstmal mal den hier. Mal hier mal 2 Hirn, hier ein Hirn, da ein Hirn. Da können wir auch 2. So, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt hier einfach Prismarin um. Warum nicht? Nicht einfach. Muss ja nicht immer, weiß ich was sein. So, und schon haben wir die ganze Bagage hier gedeckt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie ich das jetzt eigentlich alles, ja, einzeln dekoriere, also aufbaue. Ja. Ja, dann schauen wir doch mal, was die anderen so treiben. Was haltet ihr davon? Wir schauen jetzt einfach mal. Die Stine ist ja hier. Ui. Oh, der Wir ist aber fragen nur nach. hübsch. Der ist aber hübsch. Ich habe jetzt die ganzen Mauern und die ganzen Dächer. Okay. Ja. Alles in Ja, ich tue mich verrückten. mit dem Friedhof ein bisschen schwer. Ich habe mir Ideen hinten bei Gucci geholt. Weil ich wusste absolut nicht, wie ich die Gräber machen soll. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde den sehr, sehr schön. Er erinnert mich so ein Dankeschön. bisschen an den Community-Server Friedhof, aber ich finde den schön. Vielleicht kannst du noch so Den ein habe ich da bisschen, noch gar nicht gesehen. Also vielleicht von kannst daher. du ja so ein bisschen noch mit Granit einfügen oder so.
Weißt du, wie so eine Grabplatte. Was für eine Grabplatte? Warte mal. Das sieht immer aus wie Grabplatten. Deswegen sage ich ja, also manchmal ist so ein Vorteil, wenn man mal auf dem Community-Server war. So, guck mal. Mit Granitstein. Guck mal. Ein bisschen. Und darunter kann man zum Beispiel Truhen hinpacken. Dann Ja, ist. aber die sehen wir ja sowieso nicht, die Truhe. Nö. Ne? Also, Aber weil man es ist ja kein kann. Friedhof, den wir looten wollen oder so. Nee, aber man kann zum Beispiel. Wie gesagt, ich finde den sehr schön. Den sehr, sehr schön. Also wie gesagt, es gibt ja alle möglichen Dinge, die man machen kann. Ich finde das auch schön. Guck mal, sie hat auch besondere Gräber hier. Ja. Hübsch. Dankeschön. Ja, dann gucke ich mal, was die anderen so treiben. Die Genau, Kaffee trinkende Garde da. geh mal zu Nonstop. Ich glaube, der braucht mal ein paar hinter die Löffel. Ja, ist er schon wieder frech? Okay, bis später. Der Bubu ist gerade bei mir. Jo, Ja. aber ich war auch fleißig. So, okay, schaut mal, jetzt. Mann, jetzt ist er aber vorangekommen. Jetzt hat sie sich da die Mauern hochgezogen. Ich finde das sehr, sehr schön. Und die ersten Dächer entstehen. Sehr schön. Ja, aber fleißig. Du kannst dich Ihr wieder seid ja mit richtig weit Abende. gekommen. Mann, seid ihr fleißig. Jetzt Wo ist geht's denn aber eine richtig Bubu? Gummi hier. Ach, da. Na, wir improvisieren. Wir improvisieren ein bisschen. Ja, ich habe schon gemerkt, also wie gesagt, mit der Mauer da hinten oder so, da kann man ja notfalls die Fensterreihen dann weiter fortsetzen oder so. Hier sind. So. Ach, das kriegen die Ja, schon aber hin. ich habe gesagt, das ist auf der Rückseite, das sehen wir ja gar nicht, was da ist. Und bei manchen wäre da vielleicht auch noch das andere Haus dran, ne? Also Ja, ne, ich würde einfach die Fenster, die ihr hier gemacht habt, eigentlich da wiederholen. nicht abstürzen. Oder? Ist ja, könnte man machen, Dann ja. wäre das nicht so eine, dann haben wir, dann, wie gesagt, das ist etwas, wo ich genau euch jetzt schon sagen kann, wenn ihr da keine Fenster reinmacht, wenn ihr das so glatt lasst, das wird euch am meisten stören. Weil ihr immer das Gefühl habt, ihr Ja. habt was nicht zu Ende gebaut. Wenn ihr das richtig, ich habe es ja nur erstmal Ja, hochgezogen, weil nee, ich finde erstmal find warten ich wollte, dass gut. Sky das Dach fertig Ja, hat. nee, das ist eine gute Idee. Also da auch, sagen wir mal, Word Edit zwischendurch mal ein bisschen was einzufügen oder so. Nee, wie gesagt, ich würde es wirklich so mit machen, dass ihr die Fensterreihen im Grunde genommen hier weiter vorzieht. Also wie gesagt, es weiß ja keiner. Ja, würde ich machen. Also im Grunde genommen, dass sich das hier so rumzieht, sonst, weil da sind ja Klassenräume, denke ich mal, hinter. Weißt du? Ja, weiß ich, was du meinst. Ja, versucht's einfach mal. Ich bin bloß auch gerade ziemlich müde. Ja, es ist ermüdend, ich weiß. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt bei mir die ganzen Wände zu stehen, die Fenster alle, die Öffnung drinne, Türöffnung, die Dächer raufgesetzt und jetzt gucke ich einfach mal, was die anderen machen. Ich habe eine ganze Ja, Siedlung okay. gerade aus dem Boden gestampft, aber die ist halt noch nicht dekoriert und gar nichts. Also die ganzen Feinarbeiten und so. Also da geht es mir ähnlich wie euch halt, ne? Weil ich muss ja auch überlegen, machst du das? Wie hoch soll etwas sein? Ja. Also ich habe hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser. Ja. Und jetzt fehlt halt diese Außendeko, wie ich sie halt bei dem hier schon habe. Weißt du, bei dem. Das war so mein Modellhäuschen hier. Ja. Da ist aber noch nichts drin, da sind keine Fenster drin, da ist nichts drin.
Aber so die Außenfassaden müssen halt jetzt alle. Muss ich halt noch machen, alle. Ja. Ja, Und dann aber die es sieht schon Straßen, die trotzdem ziemlich Gässchen gut aus. anlegen und so, weißt du. Ich hüpfe in der Gasse oder fliege in die Gasse. Ja. Siehst du, lauter kleine Gassen. Muss noch Wäscheleien anbringen Ja, von genau, einer sowas Gasse hatte ich zur überlegt. Also, anderen. dass es so Art Mietskasernen sind hier, weißt du? Weil das Graue zum Ja, Beispiel ist ein sehr hohes. Das hat 1, 2, 3 Etagen. Also da ein kriegst du aber gar nicht Mietskasern. Da kommen jemand auch noch Wäscheleien machen soll. welche hinter. Also das wird überall, stopfe ich jetzt hier die Lücken voll. Da kommt hier noch eins hin dann und ja. Hm? Und dann muss ich halt gucken, wie ich dann den Übergang mache zwischen den Häusern und der Kirche dann. Weißt du? Mhm. Weil die ja so ein bisschen verlagert sind. Und hier kommen ja, wie gesagt, hier ist der Weg und hier habe ich ja auch noch Fläche. Das heißt, ich werde hier dann wieder so Querdinger hinsetzen. Wo man von der Straße aus dann reinkommt wieder. Mhm. Ja. Es ist, ja, eine Menge Gedöns. Ja. Aber mir geht's halt wie euch. Also wenn ich solche Sachen baue, halt, dann kommt halt die ganze Deko dann halt. Ne? So sieht's halt, naja, aus und der Touch kommt ja erst. Ja, Das ist halt, Winnetouch kommt später. jo. Und das Licht. So. Ah. Ja. Okay, dann fliege ich mal zu Nonstop und schau mal, wie es ihm so ergeht. Ja, Ja. mach das. Okay, dann schauen wir mal, wer noch alles da ist. Die Padma, die Gladys. Gladys arbeitet auch an ihrem Häuschen. Wir können ja mal bei Gladys vorbeifliegen, wo die sich gerade rumtreibt hier. Ist nämlich in diesem Riesengebäude unterwegs. Muss ich mal gucken. Wo ist sie? Da ist sie. Hallo Gladys. Hi, Versteckt sie da sich? bin ich. Hallo. Hier. Hi. Na, wie Warte mal, kommst ich du? mache mal den Stream. Warte. Ich muss dich mal stummen im Stream. Ja, stumm mich mal. Jetzt, sonst habe ich dich doppelt auf dem Ohr. Ich wollte mal fragen, wie du vorankommst und was du so machst. Was ich gemacht habe, ich habe angefangen, die Quarzstufen wegzumachen, die ja mit Edit nicht zugehen. Also hier Ja, im Gebäude, in der Mauer. ja, leider ja. Habe eine Decke eingezogen. Ah, Fachwerk. Das ist eine Fachfrau am Fachwerk. Dachte ich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Gebäude von innen ausschaut. Und das mit der Treppe, das ist irgendwie auch noch nicht so wirklich hundertprozentig, weil ich das Gefühl habe, ja, man kann hier abstürzen. Das ist, ich will aber den Bogen nicht zuziehen. Ja, ich verstehe, was du Also, meinst. ja, Also pass auf, aua. ja, bitte. Aua? Prompt Autsch. runtergefallen. Das, was du Ja, ja. machen kannst, ist zum Beispiel, Ja. dass du Ups. sagst, du machst die nur 2 breit und setzt ein Geländer ran. Dann kann man nämlich noch durchlaufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite fällt keiner runter. Ach so, warte mal. Oh Gott. Weißt du, wie ich meine? Warte mal, ich mach dir Ja. mal so ein Beispiel Du hier meinst unten. hier weg, oder? Ja, die äußere, die genau, die weg. Das Ja, hier weg. So, ja. ich bastel dir hier mal eine hin. Warte mal. Was? Ich bastel dir mal hier unten eine hin. Zeig ich dir mal, was ich meine. Ja. Das ist dann auch nicht so aufwendig. Das ist Ja, einfacher. also die Gegenstufe habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich die jetzt ungefähr Ja, 100 die Mal abgerissen Gegenstufe habe und ist wieder, jetzt unrelevant. ne? So, jetzt musst du Genau. überlegen, ein schönes Geländer. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Eiche. Ja, Mhm. also sowas kann man machen. Kannst das natürlich auch mit Gittern machen. Warte mal. Gitter? Gitter. Und dann irgendwie die miteinander verbinden. Ah, siehst du das? Ja. Die connecten zwar nicht hier direkt dran, ja. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wie gesagt, viele Dinge connecten Warte nicht mal. ran.
Aber es wirkt dann nicht so massig. Wenn du Falltüren nimmst, dann wirkt das sehr Ah, oh. erdrückend, weißt du, Ja. für das Gebäude. Dann siehst du nachher, wenn du hier im Hof stehst, noch diese Falltüren. Also wäre das Gitter natürlich viel, viel dezenter und man kann nicht so zur Seite runterfallen. Also wenn man nicht Ja. raufläuft, ist klar. Ja. Verstehst du? Und dann kann man auch die Gänge drumherum, kommst du überall noch hin. Weil selbst wenn du die Gitter jetzt hier hinsetzt, nicht dahin. Connectet das mit der blöden Mauer da. Warte mal. Quetsch. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist blöd. Blöd. Ab hier geht's. Ich sag's ja ungern, aber ich glaube, wir haben zu klein gebaut. Du kannst natürlich auch eine Einertreppe machen. Das geht auch. Dann Ja, aber connectet nichts mehr. du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ja. Also rein vom Prinzip her müsste ich eine Dreiertreppe machen. Ja. Die ist nämlich auch recht pompös, Ja. diese Treppe, die da hochgeht. Dann müssen wir uns hier irgendwas einfallen lassen. Aber ich sag mal, so blöd kann keiner sein, dass er da runterfällt. Ja, Halt. oder den Bogen zumachen. Weil in dem Gebäude tatsächlich ist auf der Seite eine Treppe nach oben Mhm. und auf der hinteren Seite auch. Mehr Okay. habe ich leider nicht sehen können. Und ich kann halt dieses Geländer nicht Ja. abbilden, im Prinzip. Das ist jetzt ein Minecraft-Problem, Ja, wie ne? gesagt, das ist halt Minecraft. Da müssen wir halt Ja. improvisieren. Ich könnte höchstens hier ein Gitter reinsetzen. Das kannst du auch machen, ja. Genau. Also dann ist der Ja, Bogen warum halt nicht? nicht zu. Nee, aber man kann nicht einfach so. Ja, ja. Es sieht übrigens gar nicht schlecht aus, wenn da die Gitter drauf sind. Weißt du das? Ja. Ich finde Okay. das gar nicht schlecht. Oh, ja. Dass da, wo die Treppe ist, im Grunde genommen Gitter dran sind. Ja. Mhm. Weil da verschwindet diese massive weiße Treppe ein bisschen. Das ist das Nächste, Die wird mehr oder weniger, guck mal, wenn du hier stehst, wird die mehr oder weniger unsichtbar. Weil du dieses Ja. Muster mehr siehst. Also das war halt auch noch was mich gestört hat, dieses massive Weiß. Das ist Ja, so ein weil sich das harter sehr Kontrast. abhebt, ja. Nur ich wollte jetzt keine Sandsteintreppe Nee, reinsetzen auch. das Ne? ist dann, die siehst du dann gar nicht mehr. Ja. Ja, ich finde das gar nicht schlecht. Also, dass da, wo die Treppe quasi nach oben gehen, weiß ich, da mal Gitter drin sind, dann ist es halt so. Das ist, hallo, Ja. wir spielen Minecraft, Fantasy. Das muss nicht 1:1 passen. Dann dürfte mein Bremer Rathaus auch nicht auf jeder Seite 3 Bögen mehr haben und 3 Fenster. Ja, und mein Gebäude müsste schief sein. Und dein Gebäude hätte die Form eines Trapezes. Aber wie lange wollten wir Genau. bauen, um die Bögen zu... Ja. Also von daher. Nee, wie gesagt, also mich persönlich stören diese Gitter jetzt Stört da sie nicht. nicht. Nee, im Gegenteil, gut. weil die Treppe geschickt versteckt ist. Das Und wenn du finde das ich nur auch. machst, wo diese Ja. massive Treppe ist, dann ist es okay, weil oben verschwindet es durch die Birke, weil es so eine Einertreppe ist. Ja, weil ich mir gedacht habe, da geht es jetzt wirklich auf den Dachboden. Da wollte ich Genau, irgendwas Schlichtes. genau. Und in Wirklichkeit sieht man nämlich auch wieder nicht, wie die auf den Dachboden gekommen sind. Also musste ich mir jetzt was einfallen lassen. Ja. Ich könnte es auch ganz nach innen setzen. Aber so finde ich es halt, ja, wie gesagt, die Treppe kannst du dir überlegen, aber so diese massiven, die du sichtbar ja außen hast, im Grunde genommen, finde ich gut versteckt hinter dem Gitter. Ja, gut. Wolfen sagt gute Nacht, muss leider ins Bett und morgen ganz früh raus. Oh, dann schlaf schön, Gute Wolfen, und einen Nacht. guten Start in die Woche für alle, die jetzt schlafen gehen müssen. Ja.
Wir sind morgens wieder übrigens morgen Abend wieder Montag. auf dem Community-Server. Mhm. Ja, So. Steampunk bauen. Nee, wie gesagt, ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich würde, genau, ich Okay. würde das, ja. Nee, so verschwindet die halt, wenn du das auf der anderen Seite auch so Ups. machst. Ja, Ja, so verschwindet die. So ein okay. bisschen, wie gesagt, ein bisschen ästhetische Freiheit haben wir hier natürlich auch. Das wäre ja schlimm, wenn es nicht Oh, so wäre. Entschuldigung. Da kannst du auch Ja. zum Beispiel so mit den Gittern arbeiten. Also wenn dich diese massive weiße Treppe da so Ja, die stört. verschwindet halt wirklich schön Ja, hinter ja, dem Gitter, gell? deswegen, ja. Ja. Das nennt man halt künstlerische Freiheit. Ah, okay. Ja, Ja, mache ich. Ich mache okay, unten auch Gitter rein. okay. Okay. Dann viel Spaß. Gitter schön Ja. weiter. Gitter schön weiter, ja, genau. Okay, dann schauen wir mal, was unser Nonstop jetzt noch treibt. Gucken mal, wer noch da ist. Der Ecki und die Padma sind auch noch da. So, jetzt fliegen wir mal eine Runde. Du, Professor. Nein, Professor noch nicht. Wir fliegen jetzt mal nur zu Nonstop. Oh, er war auch fleißig. Schaut mal, hier steht wieder ein Häuschen mehr. Er ist sehr fleißig. Weil mein Lieblingsgebäude übrigens von dieser ganzen Abtei ist Tatsache dieser Turm hier. Ich finde den so gelungen. Der ist so schön rund. Ich finde den einfach nur genial. Ich muss direkt mal zählen, wie der das gemacht hat. Immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, er hat eine 7er und dann 1. Ich bin gerade irre. 3, 5. Ich würde sagen, das sind 3, 1, 5. Muss ich mir mal merken. Ich finde den sehr gelungen. Also, das ist so mein Lieblingsding. Wie findet ihr den Turm? Ich finde den sehr genial und auch diese riesengroße, wunderschöne Glocke hier drin, die sogar einen Klöppel hat. Aber die hat hier einen Klöppel drin. Ah, da. Seht ihr den? Ein Klöppel hat die drin. Und ein ganz tolles Aufhängungssystem. Ja, ich weiß zwar nicht, ob die Kette da reißen würde, aber wie gesagt, künstlerische Freiheit. Also ich muss Nonstop echt mal loben. Also bis jetzt, auch wenn er immer Mimimi macht, er löst ja Probleme, sehr viele Probleme. Auch hier mit den Fenstern oder so. Ne? Also, schaut mal. Ja, am Anfang hat er geflucht, weil das vorne und hinten nicht passte mit den Dächern und schaut mal, wie toll das hier alles geworden ist. Also ganz ehrlich, er hat sich hier so rausgemacht und so toll dazu gelernt und traut sich ja auch immer mehr jetzt. Also ich finde das richtig genial, wie das jetzt hier ausschaut. Das ist richtig genial. Hallo Pferdchen. Es ist richtig genial. Auch mit den Fenstern, mit der Glaswahl und so. Also ich bin halt auch begeistert. Und er bastelt hier. Was? Ja, ich bin nur etwas am Ausprobieren, weil hier vorne, hier wo ich gerade bin, Bubu, Bubu, Schieb den Wal wieder ins Meer. Ja, ich habe Bubu, dich gerade mal gelobt bei meiner Community. Weil, Bubu, ja, ja, ich bin vorhin sowas von sprachlos gewesen. Ich hatte einen Iosa-Raid. ja, ist doch toll. Der Janus. Und da,
Ja, danke. Und ich bin wirklich so es kamen wirklich sehr viele Leute. Das freut mich, dass Janus alle zu dir geschickt hat. Das freut mich. Ist auch Ja, mich verdient, hat's auch. weil wie gesagt, ich habe dich gerade auch mal gelobt, weil ich habe den Leuten auch so mal ein bisschen verraten, so, mein Lieblingsgebäude bei deiner ganzen Abtei ist Tatsache der Turm. Ich finde den so schön, auch mit der Kirche und wie der da eingepasst ist in dieses Warte, Gebäude. meinst du den da hinten? Ja, Ja. den großen Glockenturm. Ich finde den so schön. Der ist Danke, so danke. gelungen. Und wie gesagt, auch deine Entwicklung. Also wie gesagt, du bist zwar immer so mi und ne und ne und so, aber wenn ich mir überlege, nee, Das aber muss sein, ja, das gehört aber wenn irgendwie zu ich mir. mir anschaue, wie du dich bemühst, dir sämtliche Probleme zu lösen, wie die Fenster aussehen und es ist so nah am Original, Leute, es ist so nah am Original. Das ist echt Wahnsinn. Also Hut ab nonstop vor deiner Leistung hier. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Vor allen Dingen, wie gesagt, auch wenn er Mimimi macht, deswegen schaue ich da auch mal. Ich sag mal, ich stecke mir mal die Finger in die Ohren, wenn es losgeht. Er hat das Recht, er hat all Recht. Also, wie gesagt, also ich hätte hier schon dreimal verzweifelt. Also spätestens bei dem Turm. Wie gesagt, Aber Bubu, eine kurze Frage. Ich habe jetzt hier gerade so ein Muster gemacht ja, für den Turm, was hier vorne ist. Du ja, kannst dich ja bestimmt an mein Bild erinnern. ja, Und jetzt habe ich hier mal so ein bisschen was ja, geschustert. Also, ja. Weil was denk meinst du, dran, es kann ist man ein das so halber Turm. machen? Genau, es ist quasi ein halber kleiner Turm. Das Genau. heißt also, Aber da vorne hast du einen großen Ganzen und jetzt brauchst du einen kleinen halben. genau, aber die Fenster, die kann man doch so schon machen, so Ja, schräg, so, das geht. ja, klar. Ja, klar. Weil Minecraft besteht aus optischer Täuschung, wenn du so willst. Ne? Ja, ich Wir weiß. arbeiten ja Das viel mit heißt, optischen das heißt, Täuschungen. ich musste mit dem Ganzen dann ein bisschen weiter rüber verschieben dann. Genau. Musst du Weil ich so. habe den Turm ja plus minus hier hingerechnet, Ja, wo ich sage, ich habe es mal ein bisschen abgemessen und wenn ich das so mache, muss es ein bisschen größer werden ja, dann. denke ich auch. Aber wie gesagt, Aber es, ich kann immer nur wieder sagen, auch wenn er viel Mimimi und so macht, es ist irre. Es ist einfach nur irre. Ja, also ich sag mir, ja, wer und so. übrigens, wir haben noch einen blinden Passagier. Warte mal kurz, wo ist er denn Was? jetzt? Blinden Passagier hier? Ja, hier hinten, schau mal. Ich habe Schwarzes gedacht, Schaf. ich habe gedacht, Ah, Ronny Ronny. spielt hier nicht mit. Na, schau Okay. mal hier. Wie gesagt, Hab gedacht, bewerbt euch. Bewerbt und euch. Bis das habe ich eine. gesagt, das habe ich gesagt. Und ich weiß nicht warum, er läuft mir die ganze Zeit nach, der Ronny. Ja, warum wohl? Was hast du da in der Hand? Ja, ich habe hier eine Andesit in der Hand, jetzt habe ich Glas in der Ja, Hand, und in jetzt deiner habe ich einen Offhand? Amboss. Dann habe ich nichts in der Hand, das ist meine Doch, Hand. das ist Weizen. Nee, Ich sehe nee, Weizen. Da ist Weizen. nee, Guck das mal, ist wie doch dich keine das Weize. anguckt. Wie dich. Ja, das hatte ich lieb. Möchte Weizen essen. Ja. Nee, ich habe Doch. doch keine Hand, ich sehe keine Weizen. Also, Du nee, ich hast sehe keine Weizen Weizen. in der Offhand. Nee, Ich ich sehe es. sehe keine Weizen. Ich sehe meinen Rücken und dich sehen und Ronny sehe ich hier. Ah, Ja, ich weiß ich nicht, bin was doch die nicht. alle haben hier. Hallo, jetzt Ja, besitzen jetzt wir hast doch du mit ganz Hühner. viele, die Weizen. Ah. Möchtest du noch ein paar Ronnys mehr haben? Guck mal, du hast ein ganzes Schafherde jetzt. Oh. Was denn? Bist du immer noch der Ach Meinung, ja, dass du Bubu. kein Weizen in der Hand hast? Irgendwie Oh, haben die mich alle lieb. Er ja, hat sie einen haben ihn Weizen alle in der lieb. Hand mit einem Pilz wäre dann nicht passieren. So, Oh, ich glaube, die haben mich alle lieb. Schau mal, hier. die haben mich alle lieb. Die
Ja, und da hinten ist auch Roni, die haben mich alle lieb. Ja, Ronny führt die Herde an. Der hat schon ganz viel Ja, Nachwuchs. genau. Hast du Ach gesehen? ja, Ganz viel Bubu, Nachwuchs. Ja, Bubu, ja. eine Sache. Du hast doch gesagt, wenn mal jemand mir helfen möchte, das ist ein bisschen schwierig wegen dem Bauen und Ja. so, oder? Ja. Ich habe eine Idee, wie die Leute mir allenfalls helfen können. Ich habe auch eine Idee, weil, wie gesagt, das, was ja momentan ansteht, ist, dass wir ja auch deiner Community gesagt haben, dass sie sich hier, also dass wir 3 neue Mitspieler suchen halt. Ja, das habe ich heute noch mal gesagt, nach dem IO-Server. Oh, Genau. mir kommt doch gerade was in den Sinn. Was ich eigentlich, es wäre mal gut, wenn noch alle kurz in den Call kommen, in Voice. Weil ich habe ja eine gute Information, was momentan zu 60-70% feststeht. Okay. Mhm. Na, wie gesagt, also wichtig ist halt, dass sie alle wissen, dass die halt im Klötzchen-Server unter Bauwettbewerb ihre Bewerbung reinposten sollten. Damit wir die alle an einem Platz haben. Damit wir die natürlich dann, ja, Bekomme langsam Appetit auf gegrillte Hammerkeulen. ich schrei nicht so, genau. Okay, dann gehen wir Käpsern? alle mal in die Gruppe. Ups. So, okay. Ja, sorry. Caps. So. Gladdy hört dich Hi. im Stream, genau. Die Okay. Gladdy hört mich Stream im ist aber Stream. streamverzögert, ne? Ja, Ja. heute So, geht's. und die Marina ist ja auch da. Die Marina W. Genau. Also, ich habe eine kleine, schöne Information. Look the way bright side of the legacy. Always look on the Okay. bright side of life. Nee, weil Tadam. ich bin wahrscheinlich am Planen. Im August gibt es ja so ein gewisses Datum. Das ist ja zwischen 21. und der 25. August, was ja so ein bestimmtes Datum ist. Gamescom. Und ich habe davor wahrscheinlich, das steht zu 70% fest, mir diese Reise aufzunehmen, von der Schweiz nach Köln zu reisen. Ah, okay, dann weiß ich, wo die Reise cool. hingeht. Und ich habe mich schon ein bisschen erkundigt. Also der Bus von da nach Köln wäre noch preislich machbar. Das Hotel, wenn ich jetzt bald buchen würde, wäre auch noch machbar. Es wäre nur noch interessant, wie teuer die Eintritte sind und vielleicht noch ein paar Wegbegleiter, wo man hier in Köln vielleicht sehen könnte, vielleicht eine schöne Stadtrundfahrt oder eine Stadtbesichtigung, zum Beispiel der Kölner Dom oder sonst eine Sehenswürdigkeit. Weil ganz ehrlich, ich war schon mal in Köln, aber ich kenne mich in Köln nicht aus. Und wenn sich jemand sehr gut auskennt, ich würde mich gerne ein bisschen so Sehenswürdigkeiten auch zeigen lassen, also neben der Gamescom. Also ich wohne Das zwar in heißt, der ich Nähe werde von da. Köln, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Oh. Ich bin zwar Also, schon weil jetzt mehrmals in Köln gewesen, aber von auskennen kann man auch nicht reden. Ne, Also der Bahnhof ist nicht so schön, nee, der Dom ist nicht so schön, den haben sie direkt neben den Bahnhof gestellt. genau. also der Kölner Dom Wohl meinst eher du? Ja. andersrum, ne? Wohl eher andersrum. Ups, ach so. Ja. Ja, ich glaube, der Dom, der stand zuerst und dann der Bahnhof. Ja. Nein. Echt jetzt? Doch, ja. Irgendwie Mensch, gibt's du hier erzählst fliegende Sachen. Eier. Hier gibt's fliegende Eier bei mir. Omelette. Genau. Ich war schon oft in Köln, kenne mich trotzdem nicht aus. Hallo, kennt sich denn echt niemand aus in Köln, wo mich da so Also ein bisschen zum rumführt? Kölner Dom kann ich dich noch bringen, ja. Ah, Also okay. wo der Bahnhof Okay. ist, weiß ich ja auch noch. Und daneben steht der Dom, ja. Okay, weil ich habe gesehen, der eine Bus, den ich nehmen würde, ich fahre einen Tag, fahre ich mit dem Bus. Das heißt, Den ich ganzen würde, Tag. naja, nicht ganz. Das heißt, ich fahre irgendwann um 13 Uhr irgendwas ab und komme am nächsten Tag 20 vor 5 komme ich an. Am Morgen. Ja, Das heißt, du ist, schläfst im Bus.
Ja, scheint so. Und ich muss noch einmal umsteigen in München. Müsste ich noch einmal umsteigen. Am besten alles selber kommen. Das ist schöner. Ah, okay. Und ich würde mich freuen, wenn wir zum Beispiel eine Stine dort kennenlernen könnten, treffen. Oder eine Bubu. Oder eine Also wie gesagt, Kai. ich bin ich auf der kann leider Gamescom. nichts versprechen, weil wie gesagt, das in eine Zeit fährt, wo ich selber nicht weiß, wie es bei uns weitergeht. Oh, du warst mit dem Auto, Unioner. Ah, das ist genial. Das ist kommst du von der Richtung Schweiz, Unioner? Dann könntest du mich ja allenfalls mitnehmen. Und hallo Unioner. Ja, der ist schon Und lange da, Grüße der an die Unioner. ganze Community von Janos, die alle gerade rüber gejoint sind. So nonstop. Vielen Ja. lieben Dank für alle, dass ihr da so lieb Ja. seid und das macht. Weil der Nonstop kann es echt gebrauchen. Oh ja, das kann ich echt Ja, ein bisschen gebrauchen. anschubsen. Unterstützung, Motivation. Ja, ein bisschen anschubsen. Ja, Ja, weil, wie aber gesagt, wie du siehst, es ist groß, es wird groß. Aber jetzt mache ich noch ganz kurz was. Macht man das von. Die Trinkflasche ist ein bisschen im Bubu, Weg. dein Mangrovenhaus steht zu dicht an der Kirche. ein Mangrovenhaus steht. Warum steht das so dicht an der War Kirche? auch noch nie in Köln, Ja, komme das- eher das- aus dem Norden. Wie soll man denn Aha. hier denn einen Weg machen? Warte, ich komm. So, ich muss mal aus der Gruppe raus. So, das ist mir nämlich sonst zu laut. Okay, wir fliegen mal rüber zu Stina. Dann müssen wir das notfalls versetzen. Das ist nicht das Problem. Das Mangrovenhaus steht zu nah an der Kirche. Ich komm geflogen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-da. Okay. Das heißt, die beiden hier sind zu dicht dran für dich. Ja, guck doch mal, wenn ich hier jetzt einen Weg mache, das geht doch gar nicht. Außerdem, guck mal, irgendjemand schiebt den Wal mal wieder ins Meer. Ja, wo kommt der denn her? Der hat ja noch nicht mal einen Kopf. Das ist nur der Bauch. Das ist ja nur der Bauch. Das ist das Gerippe. Das ist das Gerippe. Oh, Ein Gerippe von. Aber bitte sicher. Von einem Stine, Wal. Von Ja. einem Wal, ja. Aber das, siehst du, was ich gesagt habe? Das ist so ein Bubu, liebe Eyecatcher. Grüße von Unioner. Das passt richtig gut rein, so ein Eyecatcher hier. Bubu, liebe Grüße von Iona. Ja, liebe Und Grüße Unioner. zurück. Unioner, ja. Aber Dine, bist denn du sicher, dass hier so ein Gerippe in dieser Kirche Ja, hängt? klar, das Bubus ist Idee. Ich frag mich nicht, das war Bubus Idee. der Michel, Ich bin Michel steht unschuldig. für für Hamburg. Und Hamburg steht ja eigentlich für Schifffahrt und solche Dinge und Reedereien und Ja, geredet wird auch ganz viel, da hast Speicherhäuser du und recht. sowas alles halt. Also alles, was so mit dem Meer zu tun hat. Also von daher passt das doch. Weil wir wissen nämlich nicht, wie es innen drin aussieht. Es gibt kaum Bilder leider. Dine müsste also eigentlich ihren Püppis dahin bewegen. Oh, ich war letztens mit Tommy und mit Sven im Michel. Ja, aber Da warum hast wusste du ich nicht aber da... noch nicht, dass ich den auch noch bauen würde. Okay. Hast du keine Fotos gemacht da? Nee, nein, da Nein. war gerade eine Hochzeit drin, das gehört sich nicht. Nee. Oh, Und das ist halt okay, sehr, okay. sehr schwierig. Also bei uns mit Kirchen und Fotografieren und so, das ist Ja? wirklich so. Ja, Also bei uns in der Schweiz dürfen Ja. wir. ja aber doch wie nicht, wenn gesagt, bei gerade eine uns sind Hochzeit die halt stattfindet. nicht Ja, das Musik. ist natürlich was anderes. Ich sag mal so, der Dom ist, also sagen wir mal so, Dom und solche Sachen sind ein bisschen anders. Aber der Michel gehört zu den Kirchen, die wirklich noch genutzt werden. Also in dem Sinne, weißt du, wo jeden Ja, ja. Sonntag Ja. Gottesdienst ist, Taufen drin und Hochzeiten und sowas. Und da Liebe sehen die Grüße das auch an sehr dich von ungern. Uniona. Da sehen die das Dankeschön, leider Uniona. sehr ungerne halt, wenn man da fotografiert. Ja. Und Bremer Rathaus ist eigentlich eine ähnliche Geschichte. Also, ich habe mal so ein bisschen meine Mama gefragt und meine Mama meinte halt, also dadurch, dass das ein öffentliches Gebäude ist, das heißt, es wird ja als Rathaus, als Behörde wirklich genutzt, sehen die das auch nicht so gerne, wenn man da Fotos macht.
Das wäre Ja, quasi eben. so, als wenn ich in Berlin ins Rathaus gehe und dort Fotos machen würde, dann würden die mir auch auf die Finger hauen. Das ist so, als wenn mal Ja, die weil es ist, Peterwache, weißt du? das geht da auch um Daten und Datenschutz, ne? Ja, Und deswegen sehen die das nicht das gerne. wäre so wie, als wenn man Ja. die Peterwache, weißt du? Die am Hamburger Dings da, die an der Reeperbahn. Das ist die Davidwache, Die nicht die Davidwache, ja, Peterwache. weil ich nenne die immer Peter. David kann ich mir nicht Da merken. stehen zwar Peterwagen davor, aber die heißt Genau, Davidwache. Peterwagen davor. Aber du weißt, was ich meine. Da ist es auch so, dass Ja. die das sogar ungerne sehen, wenn du davor stehst und ein Foto machst. Das ist wirklich Ja. so. Ja, also da kann man richtig Ärger kriegen. Also deswegen ist das Ja. schwierig, da an Bilder ranzukommen. Richtig. Und deswegen in eine Aber ich will noch Bibliothek mal eben rennen was habe ich drin jetzt auch, machen. also ich weiß auch gar nicht, wo wir hier, ich meine, wir haben hier unten im Ort haben wir eine, aber ob die ausgerechnet was über Michel oder Bremer Rathaus haben, bezweifle ich. Ich bin ja hier Ja, in dem glaube ich auch nicht. Fremdland. Ja, genau. Ja. Also diese Kölner Dom ist es einfach, aber der Kölner Dom ist Tatsache auch wie Museum halt, ne? Touristenmagnet halt. Aber der Ja. Michel, wie gesagt, der wird halt immer noch sehr aktiv genutzt. Ach ja. So, okay. Ja, das Wahlgerüst, wie gesagt. Aber du hast gesehen, mit der Höhe hatte ich recht. Dass das von der Höhe hier passt. Ah, sie konnte mich gerade wieder nicht hören. So, ich sagte mit dem mit der Höhe hatte ich recht. Dass das Ja, das passt. hängt ziemlich hoch, ja. Ja. Gesagt. Nee, finde ich gut. Das passt. Also es passt einfach in so eine Seefahrtskirche rein. Und hallo KI. Oh, dich habe ich auch schon lange Zeit nicht mehr hier gesehen. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Ich hoffe, dir geht's gut. So, okay. Wir haben jetzt fast 11 Uhr. Und ja. Okay, also, dann müssen wir mal gucken. Dann muss ich Gucci mal den Auftrag geben, dass wir vielleicht das Haus hier ein bisschen versetzen. Haben wir hier noch Platz? Das wird eng. Okay. Obwohl, warte mal, wenn man den Weg... Das würde aber trotzdem gehen. Man könnte den Weg hier hinten machen. Ja. Ich zeichne den einfach mal an. Ja, wenn man den Weg hier, sagen wir mal, weitergeht. So, dann kommt man ja auch hier quasi hin. So, und hier hinten, wie gesagt, da muss ja nicht der Weg weiterführen. Hier könnte man natürlich auch weiter runtergehen, aber dann landet man im Gebäude, also... Ja, muss ich mal gucken, ob ich das durch Terraforming halt ein bisschen lösen kann, das Problem. Machen wir hier mal so. Ah. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier Terraform-mäßig hinkriegen. Ansonsten muss Gucci das in Stücke verrücken. So, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, der Abend ist spät und ich habe ja, wie gesagt, eine ganze Menge gemacht. Jetzt wollte ich doch mal gucken, was unsere gute Padma treibt. So, ich muss dahin. Du halt Padma. Oh, Hi. na, Na, ich habe ein anderes Haus gefunden von Leonardo. sehr schön. Da, wo er die Ingenieurskonstruktion noch drin gemacht hat. Das heißt, ich werde das nehmen und werde dann das Geburtshaus etwas weiter tiefer setzen, dass das dann die Art, wie eine Art Scheune genutzt werden Genau. kann. Ja. Das ist eine sehr schöne, eine gute Idee. Oi, sogar Bin mal gleich schon mit gespannt, wie es wird. Einrichtung. Schön. Ja, ich musste das von der Größe ungefähr Ja, gucken. Zu dass das groß wollte ich es hinpasst, jetzt ja. nicht machen. Ja. Ja, ich wollte es halt nicht zu groß machen, weil diese Häuser, diese Casas waren
auch nicht immer so riesig. Mhm. Und ja, deswegen habe ich hier mal von der Peilung her ungefähr genommen, wie groß das sein müsste. Ja, das war sehr Ja. schön Mediterranee. Ja. Sehr schön. Und von außen wird es halt, wie gesagt, der rote Sandstein. Mhm. Deswegen musste ich auch auf 2 Layer gehen, dass ich, weil die Fassade an sich ist sonst sehr glatt, Ja. aber ich habe gedacht, wenn ich innen halt schon diese farbige Wand haben möchte, weil Ja. ich habe ein Bild von innen, da muss ich auf 2 Stück gehen. Mhm. Nee, finde ich besser, ja. Doppelten Layer. Mhm. Genau, und jetzt im Prinzip die Etage und dann kommt auf der Hälfte noch eine drauf, die andere Hälfte ist Terrasse Ah, oder okay. Balkon. Ja. Also so, ich habe also, Mediterranee, also wirklich so, wenn es zu ja, warm ich, ist. So warm das, ist, man beachte den Schnee, man denke sich ihn weg. das Geburtshaus ist halt extrem einfach gewesen. Das ist wirklich, Ja, wenn ich die Mud Bricks nehme, so die Schlammziegel, einfach nur hochgezogen, Dach ja, drauf, fertig. Und das hier war dann schon eher wie man diese typisch italienischen Häuser halt auch kennt. Und dann habe ich ja. gedacht, dann mache ich es doch besser so, dass ich das auch wirklich nehme. Ja. Weil das ist ja eigentlich so nichts anderes als die Weiterentwicklung der Häuser, die wir in Rom und Pompeji eigentlich gebaut haben. Genau, also Die das sind ist dann ja auch, hier viel kommt, schlicht, aber aufwendiger, glaube ich, gebaut worden halt, ne? ja, es geht eigentlich noch. Also es ist hier jetzt so, dass, wie gesagt, auf dem vorderen Stück hier wird jetzt oben quasi eine Terrasse sein. Das heißt, Mhm, überdacht ist nur das Stück hier und okay. das hier wird ein ganz einfaches Schrägdach. Also noch nicht mal ein Spitzdach, sondern es wird einfach nur ein Schrägdach, Cool. weil hier kommt dann noch eine Etage drauf und wie gesagt, dann nur einfach ein ganz einfaches schräges Dach. Die sahen damals gar nicht so extrem pompös aus, sondern was die interessant machte, war einfach, dass unterschiedliche Farben auch genutzt wurden. Also Ja. außen kommen nachher noch hier und da so eine kleine Säule hin. Ja, aber ansonsten ist das gar nicht So, so Stine geht spannend. nach Genau. die Ina. Ja, die war auch sehr fleißig. Die hat einen ganzen Friedhof gebaut. Oh, da könnte ich mir Wow. jetzt reinlegen. So K.O. bin ich. Ja, ich habe hier ein bisschen auch schon das Terrain angehoben. Also ich habe Mhm. etliches schon, also beziehungsweise an der Seite erweitert, aber ich muss das noch ein Stück weit schöner Ja. machen. Aber das mit dem Berg finde ich eigentlich auch immer schon eine gute Idee. Ganz einfach aus dem Grund, wenn Ja, man eine Flugmaschine dann ausprobieren möchte, dann muss man ja ein bisschen genau. Höhe haben, ne? So. Und das Schöne ist halt einfach, dadurch, weil es eine Insel ist, kann man optisch das vom Pflanzlichen her auch schön trennen. Und Genau. trotzdem ist es noch nah an den anderen Sachen. Man ist nicht ganz ab vom Schuss. Also wenn du Olivenbäume Ja, brauchst bei Gladys, stehen die in der Münze im Hof. alles klar. Also ihre, die sie gebastelt hätte. Ja, genau. Ja. Und Da muss ich Pinien auch und so dran haben wir ja denken. auch schon Genau, gebaut. also die Bäume hier kommen auch alle weg und dann würde ich die ein oder andere Akazie pflanzen, die passt ja. Und dann halt, wie gesagt, Pinienbäume, Ja. Olivenbäume und In dann, der Stadt werden ja, wir wahrscheinlich auch so die Mischung aus allem machen, weil genau. es repräsentiert ja nicht nur Deutschland und die Schweiz, sondern auch, wie gesagt, den südlichen europäischen Raum. Eben. Also ich sag mal so, das ist so fast so wie Europa. Also ich meine, ich hätte jetzt auch ganz frech sagen können, wir bauen jetzt zum Beispiel vieles nach, was man zum Beispiel in Prag findet. Prag steht für Renaissance zum Beispiel. Prag Mhm. ist eine reine Renaissance-Stadt. Das ist fast alles. Also was nicht neu, modern ist, ist aus der Zeit der Renaissance. Man glaubt es nicht. Das stimmt. Und es ist ja eigentlich wie Klein St. Petersburg, sagt man immer, ne? Ja, Also St. die Petersburg goldene ist Stadt eher Prag. das russische Prag oder so. Auch wenn die es nicht gerne hören. Ja, Ich gute mache irgendwie so, Nacht, Stine. die goldene Stadt Prag war doch irgendwie so, ne? Genau. Mit der goldenen Stimme, Biene Maya. Ach nee, das war Genau. Karregott. Oder war das der Willi, der das gesungen hat? Nein, Scherz. Nicht so schnell, Maja. Ja, nicht richtig schnell. Auf jeden Fall, wie gesagt, Renaissance ist halt witzigerweise in Deutschland zwar relativ oft noch vertreten, aber Tatsache in anderen europäischen Staaten
Auch wie in Bulgarien, in Ungarn zum Beispiel, da findet ihr ganz, ganz viele. Das ist aber, glaube ich, eher französische Renaissance, soweit ich mich entsinnen kann. Ich glaube, St. Mhm. Petersburg und Prag sind Tatsache nach französischen Vorbild Stadtplanung entstanden. Ich habe da mal irgendwas gesehen vor ziemlich langer Zeit. Ja, und Lang, irgendwann lang mal ist's her. vor, ich glaube, 40 Jahren in der Schule gelernt, im Kunstunterricht. Weil da ging es nämlich auch, weil unsere Kunstlehrerin, die hatte ein Steckenpferd für die Renaissance. Die war ein ganz Mhm. großer Leonardo da Vinci-Fan, also das bin ich ja auch unter anderem, muss ich dazu sagen. Und weil ich finde einfach ich sag mal, so ein reiner Maler hat mich nie interessiert. Also wenn einer nur malt oder so, der ist für mich uninteressant. Wenn einer aber so das große Ganze, so ein Denker, Philosoph, er war ja ein Kritiker auch, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Der hat Mhm. immer frei Schnauze geredet, der hat ganz oft Ärger gekriegt deswegen. Also ich glaube, der sollte auch einmal irgendwo, ich sag mal, in Arrest genommen werden und in den Kerker gesperrt werden. Ganz einfach, weil er auch die Kirche immer angegriffen hat. Was viele nämlich Ja. nicht wissen, ich glaube, Leonardo war einer der wenigen Atheisten, der sich da auch zu bekannt hat. Also für den die Wissenschaft eigentlich immer alles erklärte. Also ich glaube, der wäre auch der Erste gewesen, der klipp und klar öffentlich gesagt hätte, die Erde ist keine Scheibe, sondern rund. Ne? Mhm. Also ich glaube, meine Mutter hat mal zu dem gesagt, das war so der Vorreiter von Greenpeace. Der Urahn von Greenpeace. Ne, er hat sich viele, viele Gedanken gemacht. Also, und das in jedem Bereich eigentlich, ne? Also nicht nur, wie Mhm. gesagt, Zeichnen war eigentlich, glaube ich, für ihn eher so ein Mittel zum Zweck. Das kam auch relativ, wie war das noch? Nee, das kam, glaube ich, sogar vor den Ingenieurssachen. Er hat sich eigentlich für sehr viele Sachen interessiert und Ja. sich auch ausprobiert. Also man würde heute sagen, er ist ein Philosoph und Wissenschaftler, eigentlich auf großer Bandbreite gewesen. Also er hat ja nicht nur, wie gesagt, er hat sich ja für Anatomie interessiert, er hat sich für Chemie, Biologie, eigentlich sämtliche Naturwissenschaften irgendwo halt, ne? Oder auch Astronomie, Astrologie, also überlegt mal, diese ganzen Vorreiter, also was man ja heute eigentlich für normal empfindet und wo man immer sagt, ja, der und der hat es erfunden. Nee, ist nicht so. Also es gibt, wie gesagt, ganz viele schriftliche also Nachweise im Grunde genommen, viele Schriften und Zeichnungen von ihm, dass er zum Beispiel auch so die Vorreiter von Mikroskopen und von Sextanten, also auch für die Schifffahrt und solche Sachen, also Sternenkunde und sowas halt, ne? Man hat in seinen Unterlagen auch eine Konstruktion für heute würde man sagen, für ein Fahrrad gefunden. Ja. Also sowas in der Richtung. Und das erste War da U-Boot auch hat schon er dabei. auch gemalt. Ob er es gebaut hat und ausprobiert hat, das weiß man Nee, nicht. ich Oder? glaube, die meisten Sachen, die er konstruiert hat, sind immer in der Theorie geblieben. Ja, glaube ich auch. Also Er war selten eher so umgesetzt. der, wie soll man sagen, also der Meister der Schriften eigentlich und Zeichnungen halt, ne? Also dadurch weiß Ja. man ja eigentlich auch so viel. Aber es ist wirklich Tatsache, dass viele Erfindungen im Grunde genommen, die man eigentlich anderen zuschreibt, sehr oft doch, wenn man dann sich die Unterlagen von Leonardo dann anguckt und feststellt, oh, der hat sich mit dem Thema schon im 14. Jahrhundert auseinandergesetzt. Wahnsinn. Mhm. Und das Das ist stimmt. relativ früh. Das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel auch immer so ein bisschen schade fand. Auch in der Schule zum Beispiel wurde ja auch einem immer gesagt, so die Medizin und tralala und so. Ja, der und der hat das und das erfunden und weiß ich was. Und wenn ich mir dann so die Geschichte aber dann als Erwachsener dann mal richtig vorgenommen habe und mich da wirklich mal so ein bisschen mehr reingekniet und vertieft habe, habe ich festgestellt, dass zum Beispiel, ob man es glaubt oder nicht, wie während wir hier total mehr oder weniger noch halb in der Steinzeit gelebt haben, haben die zum Beispiel im arabischen Raum
schon Ärzte besessen, die haben da schon operiert und weiß ich was alles. Es gibt ja nicht ohne Grund zum Beispiel diese verschollene Bibliothek von Alexandria. Ne? Also andere Völker waren wesentlich weiter als wir Europäer. Das war so. Ja, also wer heute sich hinstellt und sagt, na ja, wir sind ja hier die Oberdenker mit dem großen Hirn, ist nicht. Das Problem ist nur, dass irgendwelche, ich sag mal, weltgeschichtliche Dinge passiert sind, die im Grunde genommen andere Völker quasi gezwungen haben, stehen zu bleiben. Jo. In ihrer Entwicklung. Mhm. Was aber nicht heißt, dass sie dumm sind. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich von meinem Land aus auswandern würde, zum Beispiel, weiß ich, in den arabischen Raum oder Afrika oder Australien, ich würde da gar nicht überleben, ganz ehrlich. Ich hätte da massive Probleme. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun. Ich gehe jetzt nur davon aus, wie ich da als Mensch persönlich überleben müsste. Ja, ich wüsste nichts über die Pflanzen. Also wir gehen ja dahin und denken, oh, die haben keine Medizin, zum Beispiel in Afrika. Die haben keine Medizin und weiß ich was oder so. Wir verstehen unter Medizin, ich gehe in eine Apotheke oder zum Arzt. Das ist unsere Medizin. Ganz wenige wissen heute noch, dass man eigentlich nur in die Natur gehen muss, weil irgendwo in der Natur überall ein Kraut gegen Krankheiten wächst. Und wir haben einfach vergessen. Es ist so viel bequemer, in der Apotheke zu gehen oder zum Arzt, oder? Mhm. Und andere Länder, wie gesagt, die haben das halt nicht. Und die gehen dann halt raus in die Natur und kochen irgendwelche Wurzeln und dann ist das Zahnweh zum Beispiel weg. Oder das Fieber geht weg oder weiß ich was. Ja, ist so. Mhm. Das stimmt. Ja, also deswegen sind für andere Nationen für mich noch lange nicht dumm. Das stimmt. Die haben nur das Wissen auf ihre Bedürfnisse. Weil was soll ich in der Wüste mit dem Auto rumfahren? Da komme ich ja gar nicht voran. Aber ich wüsste nichts über Kamele und die wissen alles über Kamele zum Beispiel. Ja, ist so. Und ein Kamel bleibt nicht stecken, Auto schon. Ein Kamel Ja, das stimmt. braucht nur Wasser und Futter. Ein Auto braucht Benzin. Und in der Wüste gibt es keine Tankstellen. Aber Wasserquellen und Essen. Ja. Ah. Und wenn ich Je mal kein nachdem, wo Wasser man in der finde, Wüste laufe ich ist. dem Kamel hinterher, weil das riecht das Aber Wasser. ja, aber je nachdem, wo man in der Wüste ist, hast du da eher mal Öl als Wasser. Ja, das stimmt auch. Oder salziges Wasser, stimmt. Das sind ganz Ja. viele Oasen, die nicht mehr in Ordnung sind, weil das Salzwasser ist Genau. mittlerweile, leider. Ja. Oder gar nicht mehr existieren. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, also man sollte nicht denken, dass die früher auch in der Steinzeit unterentwickelt war. Also man hat immer mehr Erkenntnisse. Dass die nämlich sehr wohl sehr intelligent waren, diese Menschen. Mhm. Die haben nicht nur Steinzeit Uga Uga gesagt. Die haben eine Sprache gehabt zum Beispiel. Ja, die haben eine Sprache gehabt, die haben schon gemalt. Die haben zwar keine Schriftsprache gehabt, aber Bildersprache ist doch auch eine Sprache, oder nicht? Ja, Die definitiv. Höhlenmalerei. Das sieht man ja alleine schon am Ägyptischen. Ja, und die Das haben ist eine auch Wert Bildersprache. auf Schönheit und so gelegt. Man hat ganz viele Dinge gefunden, wo man vorher gar nicht so beachtet hat. Ja, die haben auch stimmt. ihre Haare gemacht. Die liefen nicht rum wie, weiß ich, Affen oder so. Nee. Ja, und die haben ihre Kinder auch erzogen, weil sonst wären das ja keine Jäger geworden oder, ne? Genau. So sehe ich das jetzt. So ist das. Ja, und deswegen ist für mich Leonardo ein ganz großes Vorbild, weil der eben nicht immer Ja und Amen gesagt hat. Ich bin auch so erzogen, nicht Ja und Amen zu sagen. Mhm. Lasst euch nicht alles gefallen. Glaubt nicht alles, was ihr da draußen hört und seht und lest. Denkt drüber nach, nutzt eure eigenen Gehirnzellen, sage ich immer nur. Ja. Ja, der ist ja das beste Beispiel dafür, finde ich. Das stimmt. Geht nicht, Und gibt's nicht bei ihm.
Und immer offen für viele Sachen sein und nicht immer nur auf eine Sache Genau. fokussiert sein. Sein Teller hat keinen Rand gehabt, glaube ich. Genau. Wir hatten ja Suppe gegessen, die dann immer runtergefallen. Aber ihr versteht schon, was wir hinaus wollen. Also wie gesagt, guckt über den Tellerrand, interessiert euch für alles. Es gibt keine unwichtigen Dinge. Nein, gibt's nicht. Und vor allen Dingen Fragen. Ich sage immer, doofe Fragen gibt's auch Antworten. Nein, Ne? genau. Jo. Weil der andere sich nicht traut zu sagen, weiß ich nicht. Muss ich erstmal selber rausfinden. Oder habe ich noch gar nicht Exakt. drüber nachgedacht. Jo. Deswegen. Nee, wie gesagt, ich bin gespannt, wie gesagt, wie das dann zum Schluss hier aussieht. Ja, ich hatte erst überlegt, Terrakotta als Farbe innen drin zu nehmen, aber Terrakotta hat nicht die korrekte Farbe. Nee. Und da Und habe ich dann aber Einfärben gedacht, nee, nutzt da auch nicht so viel, glaube ich. nee, also ja, also Es wenn wirkt ich dann das Bild zu... betrachte, ist es innen drin halt gelb und also Ja. gelblich, so hellgelb und da passt das eher, als wenn ich jetzt diesen weißen Terrakotta hier genommen habe. Der Hm. passte zum Beispiel, Ja, sowieso, den ja. passt nicht. Er sieht, wie gesagt, Und im da, BSL sieht der bei mir immer aus, als wenn er rosa wäre und mit Sildur zum Beispiel sieht er weiß aus und wenn ich zum Beispiel einen Shader rausnehme, stell den nochmal hin, dann sieht er auch rosa aus. Da sieht er sogar schon fast Hautfarben ja, aus, genau. Schweinefarben. Also ihr Und seht, das ist schwierig manchmal. Also dann habe ich gedacht, dann nehmen wir lieber einen Putz mit Kontur ja, als eine komische Farbe. also einen Anti-Klimmstein sozusagen. Genau. Nein. Nee, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das hier hinterher dann Ja, ausschaut. ich gestehe, ich auch. Ja. Und jetzt werde ich mal gucken. Genau, Gladys sagt auch, und Leonardo war ein Visionär, genau. Ja, Der konnte halt, ja, ich sag mal, weit über den Tellerrand hinausblicken. Ja. Also, gut, dann werde ich mal unserem Professor einen Besuch abstatten. genau, das ist eine gute Idee. Und mal schauen, was der so treibt. Und Wahrscheinlich wieder Unfug. ja, denke ich auch mal. So, dann werde ich mal zu unserem Professor zwitschern und schauen, was er da so am Basteln ist. Okay, wir sehen uns, Padma. Ciao, ciao. Plupp. Ui. Ups. Nass. Es ist nass. Gucken Sie mal nach unten, Herr Professor. Ich sitze in einem Loch. In einem nassen Loch. Ach, hallo, was machst du denn hier? Ja, ich wollte doch mal gucken, was ihr so treibt, Herr Professor. Die sind ja hier arg mit Ja, Terraforming, glaube ich, beschäftigt. ich mache hauptsächlich Terraforming, ja, weil das nicht so einfach ist. Ich kann das, was ich hier bauen will, nicht einfach so hinstellen. Ich muss mir erstmal die Landschaft passend machen. Kommt mir bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das sind ja so ganz merkwürdige, bunte Gebilde in der Luft. Aber ich verrate noch nicht, was es wird. Ich hab gerade eben tatsächlich schon Nonstop hat auch gefragt, oder was ich hier baue. Und dann habe ich ihm gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, weil du ja da schon immer so angedeutet hast, dass das noch ein Geheimnis ist oder dass das noch keiner weiß oder wie auch immer. Genau. Na, er hat dann da so ein bisschen geraten, aber ich habe ihm gesagt, wenn er das wissen will und wenn er wissen will, ob er das erzählen darf, dann muss er dich fragen. Jo. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch nur das Gebilde hier mal so von oben, vom Weiten gezeigt. Da fiel den Leuten auch nicht so viel ein. Und ja, und von unten, denke ich mal, ist es noch schwieriger festzustellen, was es wird.
Ja, aber es hat sich ja ein bisschen was getan in der Zeit. Vielleicht, Genau. wenn du jetzt von oben nochmal drauf guckst und die Leute nochmal raten lässt, Ja, vielleicht wir kommen sie ja können ja drauf, so mal, wir langsam. können ja mal hier über das Raster fliegen und dann zeige ich es. Was meint ihr, was das sein könnte? Das dürft ihr mal raten. Weil es fehlt ja ein ganz großer Bereich im Grunde genommen, den wir ja hier mit der Stadt ja noch gar nicht abgedeckt haben, der aber auch in diese Zeit reingehört. So, was meint ihr, was das sein könnte? Habt ihr eine Idee? Auf jeden Fall wird das riesig. Riesig. Einfach nur riesig. Ich bin gespannt, ob denen was dazu einfällt. Ihr könnt ja dann mal, wenn ihr es nicht in den Chat schreiben wollt, ihr könnt es ja auch in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt, ob euch was dazu einfällt, was das werden könnte. Auf jeden Fall ist das sehr aufwendig und wie Ecki schon gesagt hat, das hat halt auch diese Problematik, ähnlich wie Nonstop sie hat oder auch wie eine Gladdy hatte oder auch eine Sky, dass man hauptsächlich doch händisch arbeiten muss und World Edit einen nur bedingt nützt. Ja. Ja, so ein bisschen. Also die großen Flächen und das große Aushöhlen, das konnte ich teilweise schon mit World Edit machen. Aber damit kriegt man ja in der Regel nur einfache geometrische Formen. Genau. Also so einen viereckigen Quader kann man mal wegmachen oder so. Aber dann, wenn es ans detaillierte Arbeiten geht, dann kommt man um die Handarbeit nicht drum rum. Ja, weil, wie gesagt, gerade wenn man solche Dinge baut, das hier halt wird, ist es wichtig, die Blöcke auch unter Kontrolle zu haben. Also zu wissen, wo setzt man die hin. Also World Edit, deswegen habe ich ja gesagt, also wir schließen World Edit hier auf Momentum nicht aus. Aber wir nutzen das eigentlich hauptsächlich, ich sag's mal ehrlich, entweder zum Terraform, das heißt so wie bei Nonstop. Das heißt, wenn man merkt, das Gelände ist zu klein, dann wird's aufgestockt halt und wir müssen das natürlich alles angleichen. Das können wir nicht mit World Edit machen, das wäre schön. Also da reichen, also sagen wir mal, zwar unsere Kenntnisse für aus, aber das würde einfach nicht so aussehen, wie wir es haben wollen. Und ja, also wie gesagt, World Edit könnt ihr benutzen, aber wie gesagt, man kann es wirklich nur bedingt nutzen. Es ist wirklich so. Weil die ganze Konstruktion, die leben eigentlich davon, dass vieles eben händisch gebaut wird. Es ist, ja, deswegen. Also, wie gesagt, wenn ihr euch hier bewerben wollt, wir stehen euch offen. Wir suchen immer noch 3 Mitspieler, die Spaß haben an solchen verrückten Dingen. Und vor allen Dingen für euch ist immer ganz wichtig zu wissen, also dass unser Team natürlich so baut, dass wir später dann mal, wie gesagt, diese Map dann auch zum Download anbieten werden. Das heißt, Kirito wird sie überarbeiten und momentan ist es ja so, dass die einzelnen Epochen logischerweise sehr weit auseinander sind, weil wir immer nie einschätzen können, wie groß etwas wird und wie weitläufig etwas wird. Dass wir gesagt haben, okay, wir schnipseln das hinterher alles mal dann zusammen und es kommt alles auf eine Map und dann könnt ihr da durch diese ganze Map halt laufen und damit spielen und interagieren, wie auch immer ihr das dann verwenden möchtet. Und so bauen wir hier halt auch. Das heißt, es gibt auch ganz, ganz viele Dinge hier, die ich im Stream gar nicht alles zeigen kann. Also und zwischendurch haben die Herrschaften ja auch immer einige Ideen, von denen ich dann nichts weiß. Und die man im Laufe der Wechsel der Epochen dann auch vergisst, dass man sie gebaut hat. Also wir haben hier schon Abenteuerliches wiedergefunden, von dem wir gar nicht wussten, dass es noch existiert. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir hier noch relativ viel Arbeit. Also Ecki hatte ja auch noch genügend zu tun. Und was ja keinen Abbruch tut zu dem, um die anderen so ein bisschen ranzutreiben. So, ich sag mal tschüss, Ecki. Warte mal, wo ist er? Ecki? Professor? Ja, ich bin gerade... Ach, da bist du. Unter Wasser. Ich tauche gerade. Ey, ja, ich habe gerade deine Hose noch gesehen. Ich komm mal hinterher. Ach so. Die Hose verschwand das ist nach so ein, oben.
Das ist im Moment so ein bisschen nervig hier, dass es hier so kalt ist, dass das immer alles sofort gefriert. Ja. Man kann mit Wasser zu bauen oder im Wasser zu bauen wird deutlich einfacher, wenn man nicht permanent das Eis wegmachen muss. Genau, aber das Problem war halt, dass wir zu einer Jahreszeit hier angefangen haben, also im Real Life im Grunde genommen, wo Winter ist. Und Ja, ja, richtig. Ich hallo weiß. Rio. Gut, dann kann ich ja mal Rio kurz zeigen, dann sage ich mal Tschüss, Ecki. Ich wollte Rio nämlich mal Ja, zeigen, tschüss. also 2 Aufträge zeigen. Also pass mal auf. Da die Rio nämlich gerade da ist, dann brauche ich das nicht dreifach zu erklären. Und zwar geht es um die Kirche von Stina. Ah, warte mal, ich fliege da mal kurz hin. Oh, Moment. Nach die Lady. So, die war auch super fleißig heute. So, wir gehen mal in den Michel rein nochmal und dann zeige ich der Rio mal die 2 Aufträge. Weil ich denke mal, dass da hat sie auch Spaß dran. Ne? Macht sie bestimmt gerne. So, also hier im Michel ist folgendes. Wir haben ja, Dina hat da, genau, ist nicht viel. Dina hat sich mal versucht, hier ein Walskelett zu bauen. Wir wollten nämlich mal rauskriegen, ob das mit der Höhe hinhaut. Wenn die Bänke hier und so stehen, es haut hier Tatsache hin. Ja, also wenn du möchtest, vielleicht kannst du das noch ein bisschen schöner machen. Dass so ein großer Unterseefisch, weiß ich, von mir ist auch ein Hai, ein Wal oder was auch immer hier dann an der Decke hängt. Und was hier auch fehlt, Stina hat deine Orgel sehr gut gefallen. Allerdings ist das ja eine evangelische Kirche. Das heißt, hier müsste an die Seite irgendwie, da müssen wir noch gucken, da muss Stina dir nochmal sagen, wohin das soll, eine ganz schlichte, einfache Orgel rein. Also die war hellauf begeistert von der Kathedrale, von der Orgel da oben. Aber wie gesagt, hier muss was Schlichtes rein. Und da muss Stine dir nochmal genau erklären, wo das hin soll. Also ich weiß nur, dass es auf die Seite soll, weil im Michel steht die Orgel Tatsache an der Seite, an einem so einem Seitenteil. Also, wie gesagt, das sind nur die 2 Dinge. Eine Orgel und das Skelett nochmal verfeinern hier. Das wäre lieb, wenn du das übernehmen könntest. Weil Stine hat noch richtig fett zu tun hier mit der Kirche. Wie gesagt, also das wäre toll. Ja, deine Orgel war schon schlicht. Ja. Aber wie gesagt, also die müsste dann vielleicht noch ein bisschen schlichter sein. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie viel Platz du da hast. Also das müsste Stine dir mal irgendwie anzeichnen. Also ich werde Stine dann nochmal Bescheid sagen. Es sei denn, sie ist noch im Stream-Chat, dass ihr beide euch dann nochmal rückkoppelt. Also wo sie die genau hinhaben will. Nee, das ist ja, der Michel steht ja für Seefahrt. Seefahrt. Also die meisten Matrosen und Seefahrer waren Tatsache Protestanten. Und die sind halt in Michel halt, wurden halt immer so Gottesdienste für die auch unter anderem abgehalten. Oder wenn die zum Beispiel zum Walfang unterwegs waren und lange Wochen da auf dem Meer waren, dann sind die Angehörigen Tatsache in solche Kirchen wie die Michel gegangen und haben halt für die Kerzen angezündet und gebetet und Gottesdienste abgehalten oder solche Sachen. Und viele, wie gesagt, sind ja dann auch in diesen Kirchen getauft worden, die haben geheiratet hier. Also wie gesagt, also der Michel steht Tatsache für Seefahrt und Hanse und alles, was mit dem Wasser zu tun hat. Während meine Kathedrale da eher anders ist. Aber wie gesagt, also das Problem an der Sache ist, ein Schiff würde hier Tatsache nicht hinpassen. Das würde zu tief hängen. Denn dann ist das Imposante weg. Und deswegen haben wir überlegt, also wie gesagt, also
Ich kenne eine Kirche, ich weiß allerdings nicht mehr, wo sie steht. Ich bin der Meinung, die steht entweder in Dänemark oder oben irgendwo in Friesland. Da gibt es irgendwo eine Kirche und da ist Tatsache ein Walskelett drin. Und dann gibt es eben viele, die auch Fische, also ausgestopfte Fische in den kleinen Kapellen und so drin haben. Ja. Also das wäre richtig cool, weil so wirkt die Decke, sie kann nicht viel machen und das Problem ist, wir kommen nicht an die Bilder rein. Ja, ich weiß. Das Problem ist nur, dass im Michel Tatsache das Problem besteht, dass man da nicht fotografieren kann. Das ist ähnlich wie im Rathaus, weil das sind öffentliche Gebäude, die heute noch genutzt werden. Also nicht wie der Kölner Dom oder so, sondern ja, ist schwierig halt. Also Stina hat ja auch schon gesagt, die waren drinnen, aber mit Fotografieren war da nicht viel, weil da war eine Hochzeit zu dem Zeitpunkt. Das könnte eine Kirche in Nordfriesland. Genau, Nordfriesland, genau. Denke ich mal, dass es Nordfriesland war. Wie gesagt, bin mir nicht sicher, also Friesland oder Dänemark oben. Ich weiß nur, da war ich ein Kind und ich stand halt in dieser Kapelle drin und wo dieser immense Wal dran hing. Also manche haben da auch einen Narwal zum Beispiel dran. Also der ist kleiner und der hat ja diesen ganz langen einen Zahn da vorne dran, ne? Diese gedrehte Ding, ne? Ja. Die sind da auch mittlerweile schon fast ausgestorben, die armen Viecher. Also wie gesagt, das würde natürlich hier genial reinpassen, weil das ist so ein Eyecatcher. Ein Non-Stop-Ray. Dankeschön, Dankeschön. Wir wollen zwar auch gerade Schluss machen, aber wie gesagt, Rio war gerade da und da konnte ich das kurz mal mit ihr besprechen. Auf jeden Fall, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Also das Skelett und dann gucke ich mal, ob Stine vielleicht hat die Zeit, morgen kurz auf den Server zu kommen und einfach mal so die Stelle zu markieren, wo die Orgel hin soll. Weil die hat hier genug noch mit der ganzen anderen Deko zu tun. Die ist ja momentan da richtig zugange, weil die hat hier hinten auch schon den Friedhof gemacht. Das hier alles so, die Seite jetzt schon mal schöner gemacht halt. Das Meereseinhorn, genau. Weißt du, was ich meine jetzt? Gut. Ne, wie gesagt, aber so im Bremer Rathaus habe ich das gleiche Problem, wie gesagt, mit der Einrichtung, weil es Tatsache so ist, es ist ein öffentliches Gebäude, gilt also immer noch als offizielles Rathaus und da ist das ganz, ganz schwierig, also mit dem Fotografieren, das heißt, es gibt kaum Bilder. Meine Mutter hat schon geguckt, ob sie noch irgendwelche hat aus der alten Zeit, wo sie es noch nicht so genommen haben, aber so ernst genommen haben, aber es ist wirklich schwierig. Ich weiß, dass in diesem Rathaus ein Schiff hängt, das weiß ich. Da erinnere ich mich noch ganz, ganz schwach dran, dass da irgendwo ein Schiff an der Decke hing. Also ein kleines. Weil, wie gesagt, auch Bremen ist eine Hansestadt und hat viel mit, wie gesagt, der Seefahrt zu tun. Ja. Wie gesagt, also das wäre auf jeden Fall cool, wenn du da irgendwie so ein Fischskelett, ein größeres da oben ran basteln könntest. Weil ich finde, das macht so ein bisschen den Charme der Kirche dann drin, wenn man reinkommt. So, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich jetzt auch hier mal zum Ende kommen heute. Und nochmal, um auf die Frage zu antworten, warum das Bremer Rathaus angeblich keine Türen hat. Also bei dem Bremer Rathaus ist es Tatsache so, dass dieses zwar wie eine Front erscheint, ja, aber der Eingang ist hier hinten. Da. Und was hier zum Beispiel beim Bremer Rathaus noch fehlt, ist einmal die Bremer Stadtmusikanten und der Roland, der fehlt noch. Genau. Es gibt auch viele Kirchen auf den nordfriesischen Inseln, Föhr und Amrum, in denen auch Schiffe hängen, also Schiffsmodell. Genau, das sind diese kleinen Kapellen, sind das. Die sind ja nicht so groß. Ich glaube, die älteste, das ist, glaube ich, eine Holz. Ich glaube, die älteste steht irgendwo auf einer Insel und die ist Tatsache aus Holz. Und da hängt ein Schiff drin, ja.
So ein ganz alt, ich glaube, ein Dreimaster oder sowas müsste das sein, was da drin hängt. Muss ich mal gucken. Ich habe auch ganz alte Bücher, aber da muss ich mal auf dem Dachboden rumkrauchen. Da müsste das drinne sein, weil das sind so alte Schulbücher von meiner Mutter. Die ist ja in Bremen zur Schule gegangen. Und die haben viel noch über solche Sachen gelernt. Ich glaube, da ist ein Bild von ihnen auch drinne. War mir so. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ist immer die Schwierigkeit, dass wenn es öffentliche Gebäude sind, die also, wo ein Amtssitz drinne ist oder eine aktive Gemeinde noch drinne ist es immer ganz, ganz schwierig, also da Fotos zu kriegen. Weil das in der heutigen Zeit, also sagte Padma auch so, beim Rathaus zum Beispiel mit Datenschutz verbunden ist. Ja, wie gesagt, es ist eine schwierige Kiste, aber wie gesagt, es reizt mich auch, solche Probleme dann auch zu lösen. Also zu gucken und wo kriegt man da Informationen her, weil das ist natürlich schöner, wenn ihr dann die Map downgeloadet habt, hier reinkommt und dann so einen Aha-Effekt dann auch habt. Ja, also das ist mir schon wichtig, weil momentan, ich zeig's euch mal, ja. Also ich habe jetzt einfach Decken reingezogen. Ich weiß aber, dass das viel, viel höher ist. Das heißt, wahrscheinlich muss die Decke hier wieder raus. Und dann gibt es hier ganz viele Treppen und ganz viele Verwinklungen. Und also, das ist richtig krass. Aber wie gesagt, entschuldigt bitte, ich war das letzte Mal, wann war ich das letzte Mal im Bremer Rathaus? Ich glaube mit 10 oder so. Hallo? Und ich gehe auf die 60 zu. Also es ist ewig lange her. Weil seit meine Großeltern da halt nicht mehr leben, bestand für mich eigentlich nicht mehr so den Grund nach Bremen mal wieder zu fahren. Wollte ich vielleicht mal wieder machen, meine Heimat zu besuchen. Aber ich denke mal, ich würde da gar nichts mehr wiedererkennen. Ja, wie gesagt, es ist halt schwierig. Also zum Beispiel Gucci hat es wesentlich einfacher mit dem Schloss. Bei Schloss, Museum öffentlich zugänglich, aber wie gesagt, auch Fotografieren erlaubt. Somit gibt es auch Bilder. Aber wie gesagt, so bei Verwaltungsgebäuden oder so, schwierige Kiste. Bei der Münze ist das eigentlich auch ähnlich. Also Gladys hat, glaube ich, auch nichts übers Innere gefunden. Also vereinzelt. Ja, wie gesagt. Es ist schwierig. Es ist schwierig. So, und wer sich immer noch wundert, dass das Wasser hier überall aus ist, das haben wir gemacht, weil die FPS relativ in die Knie gezwungen wurden. Dass wir hier jetzt erstmal frei bauen können. Und quasi als finalen Touch werden wir dann natürlich auch das Wasser und alles wieder einfügen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir heute eine ganze Menge geschafft. Ich muss mal gucken, dass wir das Gebäude, also entweder quetschen wir den Weg da irgendwie hin, müssen wir mal gucken, oder Gucci muss die dann nochmal versetzen. Wenn ich die Dekoration schon sehe, bekomme ich die Krise. Jo. Netherite, ja. Wie gesagt. Zu viele Rüstungsstände. Ja, wie gesagt, ich habe auch schon überlegt, Rio, ich glaube, ich werde die kleinen Mini-Statuen nehmen. Ich finde die einfach schöner, weil die so zierlich sind. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch schon überlegt, ich glaube, ich werde die kleinen Statuen nehmen, die Soera mal gebastelt hatte. Aber ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn ich dann diese Werfer oder Beobachter oder was das sind, nutze. Ob das nicht letztendlich den gleichen Effekt macht. Sag es mir. Weil wenn es so ist, dann wechsle ich die aus. Also wenn die nicht, also wenn die nicht so viel FPS klauen wie, wie gesagt, dann würde ich da kleine Statuen draufsetzen. Weil Soera hatte ja mal so ganz schlichte, einfache gemacht damit, an dem Kolosseum, wenn du dich erinnerst. Mit den Beobachtern als Gesicht. Müssen wir mal gucken. Also ich finde die einfach schön, aber ich denke auch, dass die halt das Problem verursacht haben und nicht Gucci sein Wasser hier.
glaube, das sind meine Rüstungsständer, die das machen. Okay. Okay, Rio kommt kurz. Und dann gucken wir mal. Weil, wie gesagt, ich finde die halt schön, weil die einfach so ihr müsst wissen, also am Bremer Rathaus sind halt ganz, ganz viele Statuen. Und so schmale Statuen zu bauen und so filigrane, das mit Blöcken ist natürlich nicht einfach. Hi. Ach, Ja, ich habe beziehungsweise, auch eher die Vermutung, dass meine Rüstungsständer sind, die Lecks äh, hier verursachen, als. notfalls kann man sonst das hier nehmen und jeden einzelnen Rüstungsständer auf die Gravity Falls einstellen, Okay. dass sie zumindest das weniger ist. Ja, das wäre Das wäre halt vielleicht. ein Haufen Arbeit. Ja, ist ein Haufen Arbeit. Weil, wie gesagt, ich habe halt die Befürchtung, dass wenn ich die kleinen Mini-Statuen nehme, die Suera und Goten ans Kolosseum gebastelt, dass die einfach zu blockig sind. Die sind einfach zu Ja, massiv. die sind Dieses für sowas zu Filigrane halt, ne? groß, aber kommt drauf an, was die noch alles in der Hand haben. Wenn sie auch noch Trichter in der Hand haben, kann man es gleich vergessen. Ja. Nee, deswegen habe Das ich ist halt ja einfach anders. nur Rüstungsständer hingestellt und Netherite drauf halt, ne? Ganz Warte, schlicht einfach. wenn ich hier das Buch nehme und, oh, wo war das noch? Schon ewig nicht mehr benutzt. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, Rüstungsständer sind halt diese Entitäten, die halt natürlich die FPS runterholen. Und wenn dann das Wasser noch, das Fließen dazu kommt, dann Gucci seine Wasserfälle und dann noch der Springbrunnen, also da kann ich mir gut vorstellen, warum für ihn das hier in dem Bereich gar nicht spielbar ist. Guck, jetzt Mhm. scroll ich hier aus Mhm. und das sollte zumindest etwas weniger machen. Okay. Weil das wird dann nicht ganze Zeit geupdatet, die Stimmt, der Sachen, ist dass kleiner. es Ja. runterfällt. Ja, das fällt ja, macht kein Block-Update oder so. Ja. Also, verstehst du, wie ich meine? Ja. Es wird nicht mehr berechnet, dass dass er runterfällt, wie bei Ah, Sun. okay. Das Bei heißt Sun ist ein also Block, wenn er liegt. im Grunde genommen jetzt zum Verständnis, wenn ich einen Block nehme und einen normalen Rüstungsständer raufpacke mit Netherite, dann ist der Rüstungsständer die ganze Zeit beschäftigt damit, also nicht runterzufallen. Oder der Ja, Stein damit beschäftigt, dass das. der nicht von der Wand fällt und der Rest auch Ich oder kann so. es nicht so gut erklären, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das wird halt ganze Zeit berechnet. Und wenn du Deswegen, den anderen machst, im Grunde genommen, der jetzt zwar ein bisschen kompakter und kleiner ist, da kann man das Ding wegnehmen und der Rüstungsständer hält von alleine. Der wirkt quasi wie ein eigenständiger Block ja. und nicht wie ein Ding, was man Also irgendwo raufstellt. es ist immer noch eine Entität, aber es macht es besser. Ich finde das so niedlich, liegt das Buch auf den. Ja, sind das viele? Ja, ich weiß, ich schäme mich ja schon, aber das sind Tatsache so viele. Ich kann es nicht ändern, beschwer dich beim Bremen beim Rathaus, dass die da so viele hingestellt haben. Aber ich glaube, die Leute leben nicht mehr. Bei denen ist es zumindest aus Stein Ja. und Aber so keine Entität. filigran und ich habe ja schon rumprobiert und Das wäre ja gemacht. gruselig, wenn es auch in Real Life eine Entität wäre. Ah, stell dir das mal vor. Ja. Oh, Dann lecken die da Dr. alle Who ums Flashback. Gebäude rum, ja. Oh, kommt mir nicht damit. Ja. Ich habe immer noch Angst vor diesen Engelsstatuen. Bubu, dein Stream geht 20 Sekunden nach, ne? Das ist ja wenig heute. Das ist wenig. Wie meinte Padma letztens 5 Minuten? Streamverzögerung. Also heute geht's. Das ist nicht ganz so schlimm. Es gab doch schon bessere. Ja. Okay. Und die oben sind
Ja, siehst du, hier oben habe ich ja schon drauf verzichtet. Ich habe extra schon nicht wirklich genau an jede Stelle die ran gemacht. Hm. Ich habe mich ja schon sehr zurückgenommen. Weil normalerweise sind da noch viel, viel mehr dran. Richtig übelst. Und da habe ich gedacht, nee, also wenn ich das mache, dann bricht der Server irgendwann weg hier. Also, ich könnte dich sogar auch noch locken. Mhm. Dann kann man auch die Rüstung nicht mehr wegnehmen, weil es ist wahrscheinlich nicht Sinn der Sache. Wow. Oder sogar, warte. Mal. Was denn? Falsch. Also so finden wir halt Stück für Stück, aber das muss ja halt Ja. auch für unser Team spielbar bleiben, also wenn wir die große Stadt bauen. Und ich weiß auch nicht, warum Gucci heute so eine Probleme Oh, hatte. Warum bei dem das so geleckt hat. Das kann aber auch sein Internet wieder gewesen sein. Also ich bin da mal relativ vorsichtig. Weil das hatten wir jetzt ein paar Mal. Es ich nicht. hat mich auch schon getroffen, wie wir gemerkt haben. Oh, jetzt ist die Stadt Ding Mhm. unsichtbar. Es ist nur noch eine Statue. Hm. Stimmt, das Holz ist. Cool. Mit dem Buch muss ich mich auch mal mehr beschäftigen, glaube ich. Ich finde es mega, das Buch. Ja, ich liebe es auch, aber wie gesagt, das letzte Mal, wo ich es benutzt habe, war Tatsache, wie wir die Weihnachtsmap bei Dedel gebaut haben. Das ist Guck Tatsache. mir nicht damit. Ja, das war das letzte Mal, wo ich dieses Buch genutzt habe. Durch diese fliegenden Kürbisse oder was das waren. Gemacht habe. Keine Ahnung, was das waren. Oder Lichter oder irgendwas. Laternen. Ich hab da mal ein Grab. Ich glaube, es war entweder Halloween oder auch Weihnachtsmap. Da habe ich mal ein Grab dekoriert mit den Statuen, mit den Mhm. Amosters. Ich wurde War das nicht angeschnauzt, die weil ich es gemacht Halloween-Map für habe. Kroko? Wo ihr Ja, helfen glaub gekommen schon. seid? Ja, Halloween war Ja, das. Halloween. Mit Jessica zusammen. Hey, ich wurde angeschnauzt. Genau, mit Jessica Melody. Hab ich dieses Hasse Buch ich. aus. Wenn du damit umgehen kannst, nonstop ist es kein Problem. Also ihr dürft hier nutzen, was ihr auch immer haben wollt, ne? Nur bitte nicht übertreiben Aber damit. wie Aber gesagt, nicht ja, übertreiben, genau. ich, Also äh, Rio ich kann, kontrolliert das immer ein bisschen hier. ich kann es dir geben, wenn du möchtest. Ich weiß nicht mal, wie man das herstellt. Ja. Ich habe es bei mir im Schnellspeicher drin. Ja. Also wie gesagt, also nonstop, wenn du mit dem Buch umgehen kannst, gerne. Ansonsten, wie gesagt, frag notfalls Rio, wenn du irgendwas nicht verstehst oder wissen willst oder so. Die kennt sich da relativ gut aus mit dem Buch mittlerweile. Es geht. Ja, also Ist ja das nicht meiste allzu kriegst du ganz kompliziert. gut hin. Warte, mal. Falsche Taste. Kannst mal angucken, wenn du möchtest. Kannst mal reingucken. Ah, ja. Ach, das ist das Neue, ne? Ich weiß nicht wie Ja. neu, aber ich finde, Ja, es ja, ist es eigentlich ist. relativ alt. Ja. Aber es ist auch recht simpel zu verständigen. Die Positionrichtung, es ist halt dieses XZY, es ist halt entweder man weiß, welche Richtung die das ist. Ist das für Oder man Command, probiert. fragt er. Nein, das ist einfach so, du hast halt. Ja, Doch, das sind ja, quasi es Commands sind Commands, ja. zusammengefasst für ja, richtig Genau. einfacher zu setzen. Sonst könnte man Teleport, diese Entität in diese Richtung und keine Ahnung, das ist viel komplizierter als. Aber Und das da könnt ihr so viel machen. können sogar Leute einsetzen, die nicht OP haben und in Survival sind. Ja. Das ist das Tolle an dem Buch dann. Ja, darf ich es dir zurückgeben? Kannst du auch wegschmeißen oder so. Ja, weggeschmissen. Das ist ein Villager. Auf jeden Fall, wie gesagt, Warum sind da Villager? ja, hier sind 2 Villager, die hocken immer im Garten. Ich weiß auch nicht. Die sollen am Markt bleiben und die hauen immer ab und die gehen. Jedes Mal finden wir sie hier wieder. Ich glaube, die mögen Blümchen. Ich glaube, die wollen einfach den Arbeitsplatz hier. Ja, ich denke auch. Und dann hüpfen sie halt da rein. Ich denke auch mal. Was mit euch?
Ja, die wollen nicht. Raus da. Aus. Wie der gerade weggeflogen ist, ey. Hui! Kam der Villager geflogen. Oh, jetzt guckt er sich ganz traurig an. Ich darf nicht mehr in meinen Garten. Mir doch egal. Ja, die Komposter halt, ne? Die werden magisch angezogen hier von den Kompostern. Der, Nee, die der waren reagiert ursprünglich. überhaupt gar nicht. Ja, nee, ursprünglich war das auch so, dass Henry die hier hinten hingestellt hatte. Wo? Hier hinten, hinterm Brunnen. Ja, hier ist der kleine Hier? Markt. Mhm. Und die hauen immer ab. Das waren die zwei, die immer abgehauen sind. Keine Ahnung warum. Weil hier keine Barrier-Blöcke sind. Ja, Deswegen. Können hier weil hier auch ist einer, hier ist einer, hier ist Ja, einer. hier. Der ist einfach hier drauf gehüpft Ja. und hier hoch. Oh. Hat sie nicht gescheit gebaut? Hat nicht aufgepasst. Ja. Einfach abgehauen. Böser Villager. Und hier Auf bei den jeden Töpfen, oder Auf jeden wo Fall, wie meinst du? gesagt, haben wir noch viel hier mit Kleinkram und so. Bei den Töpfen? Also wie gesagt, Nonstop, ich habe das Buch jetzt mal in meinem Inventar zur Verwahrung genommen. Aber wie gesagt, du solltest dich da einigermaßen mit auskennen. Ansonsten, wie Oh gesagt, nein. müsstest du unsere Rio mal ansprechen, dass sie dir vielleicht so ein paar Grundsachen nochmal erklärt. Weil Rio wacht bei uns so ein bisschen über die FPS hier. Weil wir natürlich im Eifer des Gefechts und Bauen natürlich da nicht so ein Auge drauf haben und Rio kontrolliert das immer. Weil es muss ja auch spielbar und laufbar und streambar bleiben. Ne? Oh ja, muss man richtig gut aufpassen, wenn man unsichtbare Item-Frames einsetzt. Ja. Zum Beispiel. Genau. Ja, gerade hier, wenn man über Vanilla Command gibt, das hier jetzt ein Datapack. Mhm. Deswegen sieht man den, wenn man Ja. nichts drin hat. Oh ja. Muss man halt aufpassen. Ja, deswegen haben wir auch gesagt, nicht so viel. Also, wie gesagt, bei der Deko, wie gesagt, müssen wir halt so ein bisschen aufpassen halt, ne? Also, wir können natürlich auch bei hier momentan nicht alles machen. Also, inwieweit wir Dinge dann tun können, wenn der Server umgezogen ist, also der Momentum umgezogen ist, ist eine andere Geschichte, weil ich nicht weiß, wie der Server, wo Momentum jetzt liegt, Quasi ist. gesagt, Ja. so wenig Armor-Sets, Bilderrahmen, Entitäten Lebewesen und oder so. Wenn Banner wir mal für einen Spaß benutzen. machen, genau, wenn wir Genauso mal. wie Trichter. Genau, weil wenn wir mal einen Spaß machen, so wie ich vorhin halt mit Nonstop mit den 100.000 Schafen da, natürlich werden wir die auch wieder killen. Also so ist es nicht, die kommen dann auch wieder weg. Oder die Frösche. Ja. Oder Fröschis, genau. Und Ziegen. Also wie gesagt, also Rio, die hat da mal ein Auge drauf und wenn wir es zu sehr übertreiben, dann kommt Rio auch mal unverhofft on und dann kommt du und dann, ja. Oder sie korrigiert halt manchmal auch, ohne dass wir großartig was merken. Korrigiert sie dann auch manchmal so Fehlerchen, die wir dann machen. Ja. Das sind Baubehinderer. Die Villager, ja. Die haben Soulstick hinter den Ohren hier. Mann. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Also ich fand es sehr interessant und ich finde es toll, wie sich die Stadt hier auch immer mehr entwickelt und immer mehr vorankommt. Und wie gesagt, auch Sky ist mittlerweile fleißig. Und hallo Kai. Sky ist sehr fleißig. Schaut mal, wie weit die jetzt gekommen ist. Und mit Nikis Hilfe. Also die beiden haben ja richtig rangekleckert und rangeklotzt. Also nicht gekleckert, geklotzt. Ich mit meinen kleinen Häuschen hier halt. Ja. Und wie gesagt, der Ecki, der bastelt da auch immer noch vor sich hin. Also, ich weiß nicht, ob ihr, wie gesagt, das schon erraten habt, was es ist, aber ja. Die Schafe und Hühner, ja, genau. Es soll ja auch der Sinn und Zweck sein der Aktion. So, und Padma, die ist beschäftigt gerade, wie gesagt, mit dem Haus von Leonardo da Vinci und seiner Werkstatt. Also, wo der das alles gemacht hat. Und ja, ich würde sagen, das war wieder ein klasse Tag, ein klasser Stream.
Also es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch das hier alles so auch mal wieder anzugucken, was hier so alles entstanden ist, so ein bisschen rumzublödeln. Und ja, und ich sag jetzt mal vielen Dank an meine Mitspieler. Ihr wart heute mal mehr oder weniger komplett. Wie gesagt, wir warten ja mal noch drauf, dass sich noch mehr Leute bewerben. Wie gesagt, bis 31. könnt ihr das machen. Die Bewerbungsunterlagen und Anforderungen, also wie gesagt, die Anforderungen könnt ihr unter dem Community-Tab nochmal sehen oder kommt in Discord und schaut unter Bauwettbewerb. Also ich habe es da jetzt einfach reingepackt, weil es für mich einfach übersichtlicher ist. Und da könnt ihr euch halt bewerben. Wie gesagt, wir suchen 3 Mitspieler und ja, ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn wir da zahlreiche Bewerbungen bis 31. März von euch finden. Und dann setze ich mich mit meinem Team zusammen und schauen mal, welche 3 dann mitspielen dürfen. Ja, kannst du gucken. Also wie gesagt, alles, was bei Bauwettbewerb drin ist. Also bis jetzt, wie gesagt, waren es noch nicht so viele. Also gebt euch Mühe. Eine kleine Vorstellung und vielleicht 1, 2 Bilder, was ihr bisher so gemacht habt, gebaut habt. Ihr müsst keine Baugenies sein. Ganz im Gegenteil. Es geht hier in erster Linie wirklich um Spaß. Spaß, Durchhalten und Teamfähigkeit. Jo. Gut, okay. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt euch gute Nacht sagen. Habt einen wundervollen Start in die Woche. Wir werden uns morgen Abend wieder auf dem Community-Server sehen. Und ja, zwischen 20, 30 wie immer. Und ja, kannst du gerne machen, lieber Kai. Wie gesagt, also schauen wir mal. Und lieben Dank auch an Rio. Hm? Ich sagte lieben Dank auch an dich, liebe Rio, für deine kurzfristige Unterstützung. Ja, und ja, ich bin jetzt relativ müde und ich muss jetzt noch mit meinen Hundis raus, wie ihr wisst, und noch einen Spaziergang machen. Also werde ich das jetzt einfach so machen. Ich schicke euch jetzt einfach ins Bettchen, weil um die Zeit glaube ich nicht großartig, dass noch einer streamt. Also geht ab ins Bettchen, träumt was Schönes und bis morgen Abend auf dem Community-Server. Tschüss, eure Bobo. Ciao, ciao.